Grässlicher Knoblauch, Folge 7. Der Fluch des Tutanchamun, die ergreifende Liebesgeschichte und der archäologische Albtraum. Prolog. In der goldenen Umarmung der Abenddämmerung lag das Tal der Könige in stiller Stille, ein zeitloser Aufbewahrungsort der Wunder und Rätsel der Antike Ägypt. Sein welliger Sand wiegte die Überreste einer vergangenen Ära und flüsterte denen, die es wagten, zuzuhören, Geschichten von Erhabenheit und Mysterium zu. Unter den stillen Wächtern, die die Landschaft übersäten, war keiner faszinierender oder verlockender als das Grab von Tutanchamun, ein Denkmal für den Ruhm und die Pracht der Ägypt-Vergangenheit. An diesem Abend schien das Tal voller Vorfreude den Atem anzuhalten, als wüsste man, welche bedeutsamen Ereignisse sich gleich entfalten würden. Dr. Jonathan Rivers, ein erfahrener Archäologe, der für seine Expertise bei der Aufdeckung der Geheimnisse der antiken Welt bekannt ist, stand an der Schwelle zu Tutanchamuns Grab. Neben ihm bereitete sich sein Team unerschrockener Forscher darauf vor, eine Reise durch die Zeit anzutreten, bewaffnet mit Fackeln, Werkzeugen und der unerschütterlichen Entschlossenheit, die darin verborgenen Geheimnisse zu entschlüsseln. Als die Sonne hinter dem Horizont verschwand und einen goldenen Farbregen über den Himmel warf, führte Rivers sein Team ins Herz des Grabes, und ihre Schritte hallten leise von den alten Steinmauern wider. In der Luft lag der Geruch von Staub und Alter, und ein spürbares Gefühl von Vorfreude und Ehrfurcht lag in der Luft. Das flackernde Licht ihrer Fackeln erhellte die Gänge und enthüllte komplizierte Hieroglyphen, die in die Wände geritzt waren. Ein Beweis für die Geschicklichkeit und Handwerkskunst der alten Ägypter. Jedes Symbol schien eine Geschichte zu erzählen, ein Fragment einer Erzählung, die im Sand der Zeit verloren gegangen war und darauf wartete, von denen zusammengesetzt zu werden, die es wagten, sich in die Tiefen des Grabes zu wagen. Als sie tiefer in die Dunkelheit hinabstiegen, schien die Temperatur zu sinken, was Rivers einen Schauer über den Rücken jagte. Doch er machte weiter, seine Neugier und Entschlossenheit trieben ihn immer weiter vorwärts, denn er wusste, dass in Tutanchamuns Grab der Schlüssel zu Geheimnissen lag, die seit Jahrtausenden verborgen blieben. Schließlich erreichten sie die innere Kammer, in der der Sarkophag von Tutanchamun in stiller Ruhe im sanften Schein ihrer Fackeln lag. Seine goldene Oberfläche schimmerte in der Dunkelheit, ein Zeugnis des Reichtums und der Macht der alten Pharaonen. Einen Moment lang stand Rivers voller Ehrfurcht vor dem Anblick vor ihm und staunte über die Schönheit und Komplexität der Handwerkskunst, die in seine Erschaffung eingeflossen war. Doch obwohl er die Pracht des Sarkophags bewunderte, konnte er das Gefühl des Unbehagens nicht abschütteln, das an den Rändern seines Bewusstseins nagte. Denn er wusste, dass in diesem vergoldeten Grab mehr lagen als nur die sterblichen Überreste eines vor langer Zeit verstorbenen Königs. Tutanchamun war zusammen mit unvorstellbaren Schätzen beigesetzt worden, Artefakten und Reliquien, die den Schlüssel zur Lösung der Geheimnisse seiner Ägypt-Vergangenheit enthielten. Doch da war noch etwas anderes, etwas Dunkleres und Unheilvolleres, das in den Schatten lauerte, ein Fluch, der auf das Grab gelegt worden war, um seine Geheimnisse vor neugierigen Blicken zu schützen. Rivers konnte seine Anwesenheit spüren, eine bösartige Macht, die sich um ihn zu winden schien und drohte, ihn in ihren Griff zu bekommen. Doch trotz der bedrohlichen Atmosphäre, die ihn umgab, spürte Rivers eine Welle der Aufregung durch seine Adern strömen. Denn er wusste, dass er am Rande einer Entdeckung stand, die den Lauf der Geschichte verändern könnte, eine Chance, die Rätsel der Vergangenheit zu lösen und Licht auf die Geheimnisse zu werfen, die Tausende von Jahren verborgen geblieben waren. Und als die letzten Sonnenstrahlen vom Himmel verschwanden und das Tal in Dunkelheit tauchten, schwor Rivers im Stillen, die Geheimnisse von Tutanchamuns Grab zu entschlüsseln, koste es, was es wolle. Denn das Schicksal von Ägypt und vielleicht der ganzen Welt stand auf dem Spiel, und nur er besaß den Schlüssel zur Wahrheitsfindung. Kapitel 1 – Die antike Liebe und der Fluch, Teil 1 – Tutanchamuns Liebesgeschichte. Im dunstigen Schein der ägyptischen Sonne Thebes summte die geschäftige Stadt vor Leben, ihre Straßen waren voll von Kaufleuten, Handwerkern und Priestern, die ihrem Alltag nachgingen. Inmitten des Lärms der Stadt, innerhalb der Mauern des Königspalastes, spielte sich eine Liebesgeschichte ab, eine, die in den Hallen der Ewigkeit noch Jahrtausende lang geflüstert werden sollte. Tutanchamun, ein junger Pharao, der schon in jungen Jahren an die Macht gekommen war,
stand auf dem Balkon seiner Gemächer und blickte über die sich weit ausbreitende Metropole unter ihm. Obwohl er die Last einer Krone auf der Stirn trug, waren seine Gedanken weit entfernt von Staats- und Regierungsangelegenheiten. Stattdessen kreisten sie um diejenige, die sein Herz in ihren zarten Händen hielt, Anch-Esen-Amun, seine geliebte Prinzessin und Königin. Von dem Moment an, als sich ihre Blicke in den überfüllten Hallen des Palastes trafen, wusste Tutanchamun, dass Anch-Esen-Amun dazu bestimmt war, seine Königin zu werden. Sie war eine Vision ätherischer Schönheit, ihr schwarzes Haar fiel in Wellen um ihre schmalen Schultern, ihre Augen funkelten vor Intelligenz und Witz. Ihre Werbung war ein Wirbelwind aus verstohlenen Blicken und geflüsterten Worten gewesen, heimliche Treffen, verborgen vor den neugierigen Blicken ihrer Höflinge. Und als Tutanchamun ihr schließlich unter dem Sternenhimmel seine Liebe gestand, hatte Anch-Esen-Amun sie mit einer Leidenschaft erwidert, die sein Herz entflammen ließ. Gemeinsam hatten sie ein Band geschmiedet, das die Grenzen von Zeit und Raum überwand. Eine Liebe, die so ewig war wie die Sterne selbst. In den ruhigen Augenblicken, die sie inmitten der Opulenz des Palastes verbrachten, schwelgten Tutanchamun und Anch-Esen-Amun in der Gesellschaft des anderen, und ihr Lachen vermischte sich mit den Klängen der Musik, die durch die Hallen hallten. Doch ihre Liebe war nicht ohne Höhen und Tiefen, denn Tutanchamuns Herrschaft war voller Herausforderungen und Gefahren. Der Schatten des Erbes seines Vaters lag schwer über ihm und legte einen Schleier der Unsicherheit über seine Herrschaft. Und im Schatten lauerten, ungesehen und ungehört, jene, die seine Autorität untergraben und den Thron für sich beanspruchen wollten. Doch trotz allem standen Tutanchamun und Anch-Esen-Amun zusammen, ihre Liebe war ein Leuchtfeuer der Hoffnung in einer Welt, die in Dunkelheit gehüllt war. Gemeinsam stellten sie sich ihren Feinden entgegen und überstanden die Stürme, die sie auseinanderzureißen drohten, und ihre Bindung wurde mit jedem Tag stärker. Doch selbst als ihre Liebe erblühte, lag ein Schatten über ihrem Glück, ein Fluch, den Mächte jenseits ihres Verständnisses über sie verhängt hatten. Denn Tutanchamun hatte in seiner Weisheit und Voraussicht Schritte unternommen, um seine geliebte Prinzessin und ihre zukünftigen Nachkommen vor Schaden zu bewahren. Und so rief Tutanchamun am Vorabend ihrer Vereinigung, als sie unter den Sternen standen und Gelübde ewiger Hingabe austauschten, die Mächte der Götter an, um sie vor Schaden zu bewahren. Er belegte ihre Gräber mit einem Fluch, einer mächtigen Beschwörung, die sicherstellen sollte, dass ihre Seelen für alle Ewigkeit miteinander verbunden blieben, außerhalb der Reichweite sterblicher Hände. Sie wussten nicht, wie groß der Fluch war, den sie heraufbeschworen hatten, und auch nicht, welche Schrecken er mit sich bringen würde. Denn in ihrem Bestreben, ihre Liebe zu beschützen, hatten Tutanchamun und Anch-Esen-Amun unabsichtlich eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die in die Annalen der Geschichte eingehen und das Schicksal Ägyptens und aller Menschen, die innerhalb seiner Grenzen lebten, prägen würden. Doch als sie nun gemeinsam unter dem endlosen Nachthimmel standen und ihre Herzen in einer grenzenlosen Liebe verschlungen waren, waren sich Tutanchamun und Anch-Esen-Amun der Dunkelheit, die vor ihnen lag, nicht bewusst. Alles, was zählte, war das Hier und Jetzt, ihre Liebe, ihre Hingabe und das Versprechen einer Zukunft voller endloser Möglichkeiten. Kapitel 1 – Die alte Liebe und der Fluch, Teil 2 – Der Ursprung des Fluchs. Als die Sonne hinter dem Horizont verschwand und den Himmel in orange- und purpurfarbene Töne tauchte, standen Tutanchamun und Anch-Esen-Amun gemeinsam in den heiligen Gemächern des Palastes, ihre Herzen schwer von der Last ihres bevorstehenden Schicksals. Um sie herum warfen die flackernden Fackeln tanzende Schatten auf die Wände und verliehen dem Geschehen eine feierliche Atmosphäre. Mit einem Gefühl der Entschlossenheit, das aus Liebe und Pflicht geboren wurde, wandte sich Tutanchamun seiner geliebten Prinzessin zu, und in seinen Augen brannte ein inneres Feuer. Anch-Esen-Amun, sagte er, und in seiner Stimme hallte die Autorität eines Königs wider, wir stehen am Abgrund der Größe, doch unser Weg ist voller Gefahren. Die Götter haben uns mit einer Liebe gesegnet, die Zeit und Raum überdauert, doch selbst sie können uns nicht vor den Machenschaften unserer Feinde schützen. Anch-Esen-Amun blickte ihren Geliebten mit unerschütterlicher Hingabe an, und ihr Herz schwoll vor Stolz an beim Anblick des Mannes, der eines Tages als Pharao an ihrer Seite herrschen würde. Mein Herr, antwortete sie mit sanfter, aber entschlossener Stimme, gemeinsam sind wir stärker als jeder Feind, der es wagt, uns herauszufordern.
Mit dir an meiner Seite fürchte ich keine Dunkelheit, denn unsere Liebe wird ein Leuchtfeuer sein, das uns durch den Sturm führt. Und so begannen Tutanchamun und Anch-Esen-Amun, deren Herzen in einem unzertrennlichen Band miteinander verschlungen waren, die Fäden des Schicksals zu weben, die sie für alle Ewigkeit miteinander verbinden sollten. Unter der Führung ihrer treuesten Berater begaben sie sich auf eine Reise in die Tiefen der alten Magie und suchten nach einem Weg, ihre Liebe vor den Mächten zu schützen, die sie auseinanderbringen wollten. Im trüben Licht des Tempels der Isis, der Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, knieten Tutanchamun und Anch-Esen-Amun vor dem heiligen Altar und hatten ihre Hände flehend gefaltet. Um sie herum vibrierte die Luft von der Macht des Göttlichen, einer greifbaren Präsenz, die sie in ihre warme Umarmung zu hüllen schien. Große Isis, intonierte Tutanchamun, und seine Stimme hallte durch die heiligen Hallen des Tempels: Wir flehen dich an, uns deinen Segen zu gewähren, damit unsere Liebe für alle Ewigkeit währt. Beschütze uns vor dem Bösen, das im Schatten lauert, und beschütze unsere Seelen vor Schaden, jetzt und für immer. Anch-Esen-Amun schloss sich seiner Stimme an, ihre Worte waren ein geflüstertes Gebet, das in der Stille des Tempels widerhallte. Segne uns, o Isis, flehte sie, ihre Stimme zitterte vor Erregung, und gib uns die Kraft, uns allen Prüfungen zu stellen, die uns begegnen mögen. Gemeinsam werden wir alle Hindernisse überwinden, denn unsere Liebe ist ewig und unzerbrechlich. Die Göttin Isis war von der Aufrichtigkeit ihrer Bitten gerührt und blickte mit Wohlwollen auf das junge Paar herab. Ihre tiefe Hingabe berührte ihr Herz. Mit einer Handbewegung rief sie die Kräfte der alten Götter an und webte eine Schutzbarriere um Tutanchamun und Anch-Esen-Amun, die sie für alle Ewigkeit vor Schaden bewahren sollte. Als sie im goldenen Licht der untergehenden Sonne den Tempel verließen, wussten Tutanchamun und Anch-Esen-Amun, dass ihre Liebe für immer durch die Fesseln von Magie und Schicksal besiegelt war. Doch das wahre Ausmaß der Macht, die sie entfesselt hatten, und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben würden, waren ihnen kaum bewusst. Denn in ihrem Bestreben, ihre Liebe zu beschützen, hatten Tutanchamun und Anch-Esen-Amun unabsichtlich eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die in die Annalen der Geschichte eingehen und das Schicksal Ägyptens und aller, die innerhalb seiner Grenzen lebten, prägen würden. Und als sie gemeinsam unter der unendlichen Weite des Nachthimmels standen, ihre Herzen voller Hoffnung und Entschlossenheit, waren sie sich der Dunkelheit, die vor ihnen lag und darauf wartete, sie in ihre eisige Umarmung zu hüllen, nicht bewusst. Kapitel 2 – Moderne Ausgrabungen, Teil 1 – Entdeckung des Grabes. Die Wüstensonne brannte gnadenlos auf das Tal der Könige herab und spiegelte sich im goldenen Sand, der sich so weit erstreckte, wie das Auge reichte. Trotz der drückenden Hitze lag ein Gefühl der Aufregung und Vorfreude in der Luft, das bei dem Archäologenteam, das sich an der Stätte versammelt hatte, spürbar war. Jahrelang hatten sie unter der unerbittlichen Sonne geschuftet, getrieben von der Hoffnung, einen der schwer fassbarsten Schätze der Geschichte freizulegen. Das Grab des Kindkönigs Tutanchamun. Leiter der Expedition war Dr. Jonathan Rivers, ein erfahrener Archäologe, dessen Ruf als Entdecker alter Geheimnisse nur durch seine unerschütterliche Entschlossenheit übertroffen wurde. Mit seinen scharfen blauen Augen, die von einem breitkrimpigen Hut beschattet wurden, und einem schroffen Gesicht, das die Spuren zahlloser Expeditionen trug, besichtigte Rivers die Stätte mit einer Mischung aus Stolz und Angst. Dies war sein Lebenswerk, die Krönung jahrelanger Forschung, Schweiß und Ausdauer. Während das Team seine Ausrüstung aufbaute und sich auf die Arbeit des Tages vorbereitete, konnte Rivers einen Anflug von Nostalgie nicht unterdrücken. Er war als junger Doktorand zum ersten Mal ins Tal der Könige gekommen, voller Ehrgeiz und dem Traum, die Geheimnisse des alten Ägyptens zu lüften. Jetzt, Jahrzehnte später, stand er kurz vor der möglicherweise bedeutendsten Entdeckung seiner Karriere. Auf der Baustelle herrschte reges Treiben, während die Arbeiter vorsichtig Schutt und Sand wegräumten und sich langsam dem Eingang zu Tutanchamuns Grab näherten. Flüsse flossen zwischen ihnen hindurch, sprachen ermutigende Worte und versicherten, dass alle Vorkehrungen getroffen wurden, um die Unversehrtheit der Stätte zu bewahren. Die Wüste bewahrte ihre Geheimnisse auf eine gewisse Weise, konnte aber auch unversöhnlich gegenüber denen sein, die sie mit weniger als dem allergrößten Respekt behandelten. Gegen Mittag hatte das Team eine Reihe von Stufen freigelegt, die in die Erde führten, und ihre Aufregung wuchs mit jeder neuen Entdeckung.
Die Stufen waren abgenutzt und mit jahrhundertealtem Sand und Schutt bedeckt, aber ihre Bedeutung war unverkennbar. Dies war keine gewöhnliche Grabstätte. Dies war etwas viel Größeres. Dr. Rivers, das müssen Sie sehen, rief eine seiner Assistentinnen, eine junge Frau namens Sarah Mitchell, die sich schnell als eines der vielversprechendsten Mitglieder des Teams erwiesen hatte. Rivers eilte zu Sarah und spähte in die schmale Öffnung, die sich geöffnet hatte. Sein Herz stockte, als er sah, was vor ihnen lag: eine versiegelte Tür, deren Oberfläche mit aufwendigen Schnitzereien und Hieroglyphen verziert war, die Hinweise auf die Identität des Insassen des Grabes gaben. »Das ist es«, flüsterte Rivers, und ein Gefühl von Ehrfurcht und Unglauben überkam ihn. »Wir haben es gefunden.« Der Rest des Teams versammelte sich um ihn, ihre Gesichter strahlten vor Aufregung und Vorfreude. Dies war der Moment, auf den sie alle gewartet hatten, der Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit und Hingabe. Mit zitternden Händen streckte Rivers die Hand aus und wischte die letzten Sandreste von der Tür, wodurch die Kartusche von Tutanchamun selbst zum Vorschein kam. Die Kartusche, ein Oval mit Hieroglyphen, die den Namen des Königs buchstabierten, war unverkennbar. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr, sie hatten das Grab des Kindkönigs gefunden. Einen Moment lang stand das Team sprachlos da, jedes Mitglied in seine eigenen Gedanken und Gefühle versunken. Diese Entdeckung würde den Lauf der Geschichte verändern und noch Generationen später in Erinnerung bleiben. Doch selbst als sie ihren Triumph genossen, überkam sie ein Gefühl von Feierlichkeit und Ehrfurcht. Sie legten nicht nur ein altes Grab frei, sie betraten die Vergangenheit, die letzte Ruhestätte eines Königs, der zu seiner Zeit verehrt und angebetet worden war. »Also gut, Leute«, sagte Rivers, und seine Stimme klang trotz der Aufregung, die ihn durchströmte, fest und bestimmt. »Wir müssen mit äußerster Vorsicht vorgehen. Dies ist ein unglaublich heikler und bedeutsamer Fund, und wir müssen die Heiligkeit des Grabes und seines Bewohners respektieren.« Mit akribischer Präzision begann das Team, die Stätte zu dokumentieren und bereitete den Durchbruch vor. Kameras wurden aufgestellt, um jeden Schritt des Vorgangs aufzuzeichnen, und Archäologen katalogisierten sorgfältig jedes freigelegte Artefakt und jedes Trümmerstück. Rivers überwachte jedes Detail, während ihm die Bedeutung ihrer Entdeckung durch den Kopf ging. Die Stunden vergingen und die Sonne begann tiefer am Himmel zu sinken, und dann war der Moment endlich da. Der versiegelte Eingang war sorgfältig freigeräumt worden und das Team stand bereit, das Grab zu betreten. Rivers holte tief Luft und spürte, wie der Last der Geschichte auf ihm lastete. Das war es, der Höhepunkt jahrelanger Arbeit, der Moment, der seine Karriere bestimmen würde. Mit ruhiger Hand nahm Rivers Meißel und Hammer zur Hand und klopfte sanft auf die Kanten des Türrahmens. Das uralte, seit Jahrtausenden unberührte Siegel begann nachzugeben, und mit einem letzten, entscheidenden Schlag wurde der Türrahmen aufgebrochen. Ein Schwall verbrauchter Luft entwich aus dem Grab und trug den Geruch der Antike und das Flüstern der Vergangenheit mit sich. Das Team hielt den Atem an, als Rivers langsam die Tür öffnete und die Dunkelheit dahinter enthüllte. Er schaltete seine Taschenlampe ein, der Strahl durchdrang die Dunkelheit und erhellte das Innere des Grabes. Was sie sahen, verschlug ihnen den Atem. Der Vorraum war mit unvorstellbaren Schätzen gefüllt. Goldene Statuen, kunstvoll geschnitzte Möbel und eine Fülle von Artefakten, die von der Pracht und Opulenz von Tutanchamuns Herrschaft zeugten. Alles war perfekt erhalten und vom Lauf der Zeit unberührt. Der Anblick war sowohl ehrfurchtgebietend als auch demütigend, ein Beweis für das Können und die Kunstfertigkeit der alten Ägypter. Doch während sie die Schätze vor ihnen bestaunten, lag eine Vorahnung in der Luft. Rivers konnte das Gefühl nicht loswerden, dass sie in etwas Heiliges eindrangen und dass das Grab nicht gestört werden sollte. Die Geschichten über den Fluch, der auf Tutanchamuns Grab gelegt worden war, hallten in seinem Kopf wieder und er fragte sich, welche Konsequenzen ihre Handlungen haben könnten. Trotz seiner Bedenken drängte Rivers weiter und führte sein Team tiefer in das Grab. Sie gingen mit größter Sorgfalt vor, dokumentierten jeden Schritt und stellten sicher, dass nichts gestört oder beschädigt wurde. Als sie die Vorkammer und ihren Inhalt erkundeten, war Rivers von der schieren Größe ihrer Entdeckung überwältigt. Dies war ein einmaliger Fund, der ihr Verständnis des alten Ägypten für immer verändern würde. Als sie sich dem inneren Heiligtum des Grabes näherten, wuchs das Gefühl der Ehrfurcht und Bewunderung nur noch.
Die Wände waren mit kunstvollen Wandgemälden geschmückt, die Szenen aus Tutanchamuns Leben und seiner Reise ins Jenseits zeigten. Ihre Farben waren so lebendig und frisch wie am Tag ihrer Entstehung. Hieroglyphen säumten die Wände und erzählten die Geschichte des jungen Königs und seiner Herrschaft, eine Erzählung, die bis heute im Sand der Zeit verloren gegangen war. Rivers Herz klopfte wie wild, als sie die letzte Kammer erreichten. Die Grabkammer von Tutanchamun selbst. Der Eingang war mit einer schweren Steintür verschlossen und Rivers wusste, dass dahinter der Sarkophag des Kindkönigs lag, der Höhepunkt ihrer Reise. Mit einem Gefühl der Ehrfurcht und Beklommenheit öffneten Rivers und sein Team vorsichtig die Tür und gaben den Blick auf die Grabkammer frei. Der Anblick, der sich ihnen bot, war schlichtweg atemberaubend. In der Mitte der Kammer lag der Sarkophag von Tutanchamun, dessen goldene Oberfläche im Dämmerlicht schimmerte. Um ihn herum lagen weitere Schätze und Artefakte, Opfergaben an die Götter, die seit Tausenden von Jahren unberührt geblieben waren. Rivers näherte sich dem Sarkophag mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Verehrung, während ihm die Bedeutung ihrer Entdeckung durch den Kopf ging. Dies war die letzte Ruhestätte von Tutanchamun, einem König, der zu seiner Zeit verehrt und angebetet worden war. Die Luft in der Kammer war erfüllt von der Last der Geschichte, und Rivers fühlte eine tiefe Verantwortung, das Andenken des jungen Königs und der Menschen zu ehren, die dieses prächtige Grab errichtet hatten. Während sie den Inhalt der Grabkammer dokumentierten, wurde Rivers das Gefühl nicht los, dass sie beobachtet wurden, dass die Geister der Vergangenheit jede ihrer Bewegungen beobachteten. Die Geschichten über den Fluch, der auf Tutanchamuns Grab gelegt worden war, hallten in seinem Kopf wieder, und er fragte sich, welche Konsequenzen ihre Handlungen haben könnten. Trotz seiner Bedenken war Rivers klar, dass es ihre Pflicht war, die Geheimnisse der Vergangenheit aufzudecken und sie mit der Welt zu teilen. Dies war eine einmalige Gelegenheit, die Geheimnisse des alten Ägyptens zu entschlüsseln und Licht auf das Leben und Vermächtnis von Tutanchamun zu werfen. Während die Stunden vergingen und die Sonne aufging und das Tal in goldenes Licht tauchte, setzten Rivers und sein Team ihre Arbeit fort, getrieben von der Aufregung und Bedeutung ihrer Entdeckung. Sie wussten, dass die Welt zuschauen und darauf warten würde, die Geheimnisse zu erfahren, die seit Jahrtausenden in dem Grab verborgen waren. Und so machten sie zielstrebig und entschlossen weiter, im Wissen, dass sie kurz davor standen, einen der größten Schätze der Geschichte zu entdecken. Doch selbst als sie ihren Triumph genossen, lag eine düstere Vorahnung in der Luft, eine Erinnerung daran, dass die Vergangenheit nie wirklich vorbei ist und dass die Geheimnisse von Tutanchamuns Grab weitreichende Konsequenzen für alle haben würden, die es wagten, sie zu lüften. Kapitel 2 – Moderne Ausgrabungen, Teil 2 – Störungen und Spuk beginnen. Als der goldene Schein der aufgehenden Sonne das Tal der Könige überflutete, lag noch immer die Euphorie der Entdeckung vom Vortag in der Luft. Dr. Jonathan Rivers und sein Team hatten mit ihrem bahnbrechenden Fund weltweit Schlagzeilen gemacht. Das Grab von Tutanchamun, das seit Jahrtausenden unberührt war und voller Schätze steckte, die die Geschichte des Lebens und der Herrschaft des jungen Königs erzählten. Als sie sich jedoch darauf vorbereiteten, ihre Arbeit fortzusetzen, machte sich ein Gefühl des Unbehagens breit, das einen Schatten auf ihre monumentale Leistung warf. Die Aufregung über die Entdeckung der Grabkammer und ihres unschätzbar wertvollen Inhalts hatte das Team die ganze Nacht auf Trab gehalten, doch jetzt, im Tageslicht, wurde ihnen die Last ihrer Taten bewusst. Die alten Geschichten von Flüchen und Spuk, die mit Tutanchamuns Grab in Verbindung gebracht wurden, hallten in ihren Köpfen wieder und wurden nicht länger als bloßer Aberglaube abgetan. Dr. Rivers, der immer rationale Wissenschaftler war, konnte ein wachsendes Gefühl der Furcht nicht unterdrücken. Nachdem die Grabkammer nun geöffnet war, stand das Team vor der gewaltigen Aufgabe, die Artefakte sorgfältig zu dokumentieren und für weitere Untersuchungen zu entfernen. Jeder Schritt wurde sorgfältig geplant, jede Vorsichtsmaßnahme wurde getroffen, um die Erhaltung der freigelegten Schätze zu gewährleisten. Doch als sie mit ihrer Arbeit begannen, geschahen seltsame Dinge, eines beunruhigender als das andere. Es begann mit dem flackernden Licht. Die starken Flutlichter, die das Innere des Grabes erhellen sollten, begannen zu flackern und zu schwächen und warfen unheimliche Schatten, die über die Wände tanzten. Die elektrischen Geräte, allesamt auf dem neuesten Stand der Technik und gründlich getestet, schienen unerklärlicherweise zu versagen.
Rivers tat es als technische Panne ab, doch sein Unbehagen wuchs, als die Störungen häufiger auftraten. Sarah, überprüfe den Generator, befahl Rivers, und seine Stimme verriet einen Anflug von Frustration. Sarah Mitchell, eines der zuverlässigsten Mitglieder seines Teams, nickte und machte sich auf den Weg zum Geräteaufbau außerhalb des Grabes. Sie kam kurze Zeit später zurück, ihr Gesichtsausdruck war verwirrt. Der Generator ist in Ordnung, Dr. Rivers, berichtete sie. Alles funktioniert einwandfrei. Es gibt keinen Grund, warum die Lichter so verrückt spielen. Rivers runzelte die Stirn und rieb sich die Schläfen, während er versuchte, die Situation zu verstehen. Okay, behalten wir es im Auge. Es könnte an der Hitze oder einem anderen Umweltfaktor liegen, der die Ausrüstung beeinträchtigt. Doch im Laufe des Tages wurden die Störungen immer deutlicher. Werkzeuge gingen verloren und tauchten an Stellen wieder auf, an denen sie nicht zurückgelassen worden waren. Die Temperatur im Inneren des Grabes schien trotz der anhaltenden Wüstenhitze draußen stark zu schwanken. Kaum hörbares, aber unverkennbares Flüstern hallte durch die Kammern und ließ jedem, der es hörte, einen Schauer über den Rücken laufen. Nach und nach berichteten die Teammitglieder von seltsamen Träumen und beunruhigenden Visionen. Sarah vertraute Rivers an, dass sie von einer jungen Frau in altägyptischer Kleidung geträumt hatte, deren Augen voller Kummer und Verzweiflung waren. Die Frau hatte sich an sie gewandt und ihr Worte in einer Sprache zugeflüstert, die Sarah nicht verstand, aber das Gefühl der Dringlichkeit und Verzweiflung war deutlich zu spüren. Ich kann es nicht erklären, Dr. Rivers, sagte Sarah mit zitternder Stimme. Es fühlte sich so real an, als wäre sie direkt bei mir. Ich wachte mit dem Gefühl auf, als wäre ich von jemandem, aus der Vergangenheit berührt worden. Rivers hörte aufmerksam zu, auch sein Schlaf wurde von ähnlichen Träumen geplagt. In seinen Albträumen sah er die Gesichter der längst Verstorbenen, ihre Augen voller Anschuldigungen und Qual. Er sah Tutanchamun, einen jungen König, der mit der Last seiner Dynastie belastet war, und seine geliebte Königin Anch-Esen-Amun, deren Gesicht von Trauer gezeichnet war. Die Bilder waren lebendig, eindringlich und hinterließen bei Rivers ein überwältigendes Schuldgefühl. Trotz der wachsenden Unruhe gingen die Arbeiten weiter. Das Team katalogisierte die Schätze und verpackte sie sorgfältig für den Transport ins Museum, wo sie untersucht und konserviert werden sollten. Doch je tiefer sie in das Grab vordrangen, desto heftiger wurden die Unruhen, und die Luft schien sich vor einem greifbaren Gefühl der Angst zu verdichten. Erst bei der Entfernung des Sarkophags wurde das wahre Ausmaß der Spukerei deutlich. Als der schwere Deckel angehoben wurde und der vergoldete Sarg darin zum Vorschein kam, lief ein kalter Schauer durch den Raum, und die Lichter flackerten heftig, bevor sie den Raum in Dunkelheit tauchten. Panik brach unter dem Team aus, als sie sich beeilten, die Beleuchtung wiederherzustellen, wobei ihre Taschenlampen unregelmäßige Strahlen warfen, die das Gefühl des Chaos nur noch verstärkten. Inmitten des Durcheinanders hörte Rivers eine Stimme, ein leises, trauriges Wehklagen, das aus den Wänden des Grabes zu kommen schien. Es war ein Klang, der von uralter Trauer sprach, ein Schrei, der seit Tausenden von Jahren begraben war. Die Luft wurde kälter und Rivers spürte eine Präsenz, eine greifbare Kraft, die auf ihn drückte und ihn mit einem überwältigenden Gefühl der Verzweiflung erfüllte. Alle beruhigen, rief er und versuchte, die Kontrolle wiederzuerlangen. Sofort die Rückfahrscheinwerfer einschalten. Sarah und ein weiteres Teammitglied, David, schafften es, die Ersatzbeleuchtung wiederherzustellen, die nun ein schwaches, aber stetiges Licht über das Grab warf. Das Flackern hörte auf, aber das Gefühl des Unbehagens blieb. Rivers wusste, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war, dass sie Kräfte gestört hatten, die sie nicht verstehen konnten. Als sie ihre Arbeit wieder aufnahmen, nahmen die Störungen einen unheilvolleren Ton an. Schatten bewegten sich, wo keine Schatten sein sollten, und das Flüstern wurde lauter und eindringlicher. Die Teammitglieder begannen, körperliche Symptome zu verspüren: Kopfschmerzen, Schwindel und ein beklemmendes Gewicht auf der Brust, das ihnen das Atmen erschwerte. Rivers selbst war nicht immun. Es fiel ihm zunehmend schwerer, sich zu konzentrieren, sein Geist wurde von Visionen der Vergangenheit geplagt. Er sah Tutanchamun, der über den Leichen seiner Kinder stand, Tränen strömten ihm übers Gesicht, während er jeden verfluchte, der ihre Ruhe stören würde. Er sah Anch-Esen-Amun, deren Geist ruhelos und gequält war und sich in Qualen an ihn wandte.
Jonathan, rief eine Stimme und schreckte ihn aus seinen Träumen. Er drehte sich um und sah Dr. Emily Carter, die Expertin des Teams für alte Sprachen und eine enge Kollegin. Ihr Gesicht war blass, ihre Augen vor Angst weit aufgerissen. »Was ist los, Emily?« fragte er und versuchte, seine Stimme ruhig zu halten. »Ich habe die Inschriften übersetzt, die wir auf dem Sarkophag gefunden haben«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Sie erzählen von einem Fluch, den Tutanchamun selbst ausgesprochen hat. Es ist nicht nur eine Warnung. Es ist ein Appell um Frieden. Er verfluchte jeden, der das Grab störte, aber es ist mehr als das. Er wollte unbedingt seine Familie beschützen, ihre Seelen beruhigen. Ich glaube, wir müssen aufhören.« Rivers spürte, wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken lief. Er hatte die Geschichten über Flüche immer als bloßen Aberglauben abgetan, aber jetzt, angesichts der Beweise vor ihm, konnte er die Möglichkeit nicht ignorieren, dass sie etwas entfesselt hatten, das weit außerhalb ihrer Kontrolle lag. »Schlagen Sie vor, dass wir die Ausgrabung abbrechen?« fragte er, seine Stimme kaum lauter als ein Flüstern. Emily nickte mit ernster Miene. »Ich denke, wir müssen darüber nachdenken, Jonathan. Was auch immer hier passiert, es ist nicht natürlich. Wir müssen den Willen der Toten respektieren und diesen Ort ungestört lassen.« Rivers holte tief Luft und rang mit der Tragweite der Entscheidung, die vor ihm lag. Die Ausgrabung abzubrechen würde bedeuten, eine Schatzkammer der Geschichte zurückzulassen, aber fortzufahren könnte bedeuten, sein Team in Gefahr zu bringen und den Rest der alten Toten zu stören. Während er seine Optionen abwägte, hallte eine andere Stimme durch den Raum, eine Stimme, die gleichzeitig von überall und nirgends zu kommen schien. Es war eine Stimme voller Trauer und Wut, eine Stimme, die von Schmerz und Verlust sprach. »Verlasse diesen Ort«, flüsterte es und die Worte hallten durch den Raum. »Lass uns in Ruhe oder trage die Konsequenzen.« Das Team stand wie angewurzelt da, die Gesichter voller Angst. Rivers spürte, wie seine Entschlossenheit schwankte, der Last der Geschichte lastete auf ihm. Er wusste, dass sie eine Entscheidung treffen mussten, und zwar schnell. »Sammelt alle eure Sachen«, sagte er mit fester Stimme trotz des Aufruhrs in seinem Inneren. »Wir gehen.« Das Team bewegte sich schnell, packte seine Ausrüstung zusammen und bereitete sich darauf vor, das Grab zu verlassen. Als sie sich auf den Weg zur Oberfläche machten, schienen ihnen die Störungen zu folgen. Die Luft wurde kälter und das Flüstern eindringlicher. Draußen fiel die erdrückende Last von ihnen ab und das Team atmete gemeinsam erleichtert auf. Rivers blickte zurück zum Eingang des Grabes, und in seinem Kopf rasten die Auswirkungen dessen, was sie erlebt hatten. »Jonathan, was jetzt?« fragte Sarah mit zitternder Stimme. »Wir berichten über unsere Ergebnisse und konsultieren die Behörden«, antwortete Rivers. »Wir müssen sicherstellen, dass das Grab geschützt ist und dass wir die Wünsche der Toten respektieren. Das ist noch nicht vorbei, aber wir müssen mit Vorsicht vorgehen.« Auf dem Rückweg zum Lager wurde Rivers das Gefühl nicht los, dass sie nur an der Oberfläche der Geheimnisse gekratzt hatten, die in Tutanchamuns Grab lagen. Der Spuk erinnerte an die Macht der Vergangenheit, eine Macht, die Respekt und Ehrfurcht verlangte. Und als die Sonne über dem Tal der Könige unterging und lange Schatten auf die uralte Landschaft warf, wusste Rivers, dass ihre Reise noch lange nicht zu Ende war. Die Heimsuchung hatte gerade erst begonnen und das wahre Ausmaß des Fluchs musste noch enthüllt werden. Kapitel 3 – Den Fluch lösen, Teil 1 – Zunehmende Heimsuchungen. Die drückende Hitze der Wüste war einer kühlen, ruhigen Nacht gewichen, aber für Dr. Jonathan Rivers und sein Team war die Atmosphäre immer noch voller Anspannung und Unbehagen. Das Team hatte sich in sein Basislager zurückgezogen, eine provisorische Ansammlung von Zelten und Ausrüstung am Rande des Tals der Könige. Trotz der vorübergehenden Befreiung aus der Enge des Grabes blieb das Gefühl der Angst bestehen, als ob die alten Geister, die sie gestört hatten, sich weigerten, zurückgelassen zu werden. Als die Nacht hereinbrach, versammelten sich die Archäologen im zentralen Zelt, dessen Klappen den Blick auf die Sterne freigaben. Das schwache Licht der Laternen warf lange Schatten, und ihre flackernden Flammen schufen eine beinahe ätherische Atmosphäre. Dr. Emily Carter, ihre Expertin für antike Sprachen, hatte ihre Notizen gründlich studiert und versucht, das volle Ausmaß des Fluchs zu entschlüsseln, der auf Tutanchamuns Grab gelegt worden war. »Wir müssen besprechen, was heute passiert ist«, begann Jonathan. Seine Stimme war fest,
aber der Last ihrer gemeinsamen Angst war deutlich zu spüren. Die Unruhen im Grab, die Stimmen. Emily, was hast du gefunden? Emily blickte von ihren Notizen auf, ihr Gesicht war angespannt und müde. Die Inschriften auf dem Sarkophag sind eindeutig. Tutanchamun hat einen mächtigen Fluch auf sein Grab gelegt, der seine Familie schützen und ihre Ruhe im Jenseits sicherstellen sollte. Der Fluch ist nicht nur eine Warnung, er ist eine Bitte, ein verzweifelter Versuch, Eindringlinge fernzuhalten. Sarah Mitchell, ihre Logistikexpertin, beugte sich vor, ihr Gesicht war blass. Wollen Sie damit sagen, dass wir etwas entfesselt haben, als wir das Grab geöffnet haben? Emily nickte langsam. Ja, das glaube ich. Der Fluch war ein letzter Akt des Schutzes, eine Möglichkeit, die Seelen im Inneren zu beschützen. Indem wir ihre Ruhe störten, haben wir etwas Uraltes und Mächtiges erweckt. Jonathan seufzte und rieb sich die Schläfen. Wir müssen das volle Ausmaß dieses Fluchs verstehen und herausfinden, wie wir seine Auswirkungen abmildern können. Unsere Priorität ist die Sicherheit dieses Teams und die Erhaltung dieser historischen Artefakte. Das Team nickte zustimmend, doch das Unbehagen war spürbar. Die flackernden Laternen warfen unheimliche Schatten auf die Leinwandwände und eine unnatürliche Kälte schien die Luft zu durchdringen. Während sie ihre Diskussion fortsetzten, begannen sich die ersten Anzeichen der zunehmenden Spukerscheinungen zu zeigen. Es begann mit einem tiefen, traurigen Heulen, das aus der umgebenden Wüste zu hallen schien. Das Geräusch war zunächst schwach, kaum wahrnehmbar im Rauschen des Windes, aber allmählich wurde es lauter und eindringlicher. Das Team verstummte und ihre Augen weiteten sich vor Angst, als sich das Heulen in einen Chor gequälter Schreie verwandelte und die Nacht mit einer Kakophonie der Verzweiflung erfüllte. »Was ist das?« flüsterte David Foster, ihr Ausrüstungsspezialist, mit zitternder Stimme. Emilys Gesicht wurde aschfahl. »Sie sind es, die Geister. Sie sind wütend.« Das Wehklagen wurde lauter und die Luft kälter. Die Temperatur sank trotz der Wüstenhitze rapide. Die Flammen der Laternen flackerten heftig und warfen unheimliche, wechselnde Schatten an die Wände. Plötzlich raschelte es im Zelt, als ob eine unsichtbare Kraft hindurchgefegt wäre, und die Schreie schienen aus dem Zelt selbst zu kommen. »Bleibt alle ruhig«, befahl Jonathan, seine Stimme klang trotz seiner eigenen Angst fest. »Wir müssen herausfinden, was passiert.« Als sich die Gruppe zusammendrängte, nahmen die Schreie eine deutlichere Form an. Worte, gesprochen in einer alten Sprache, hallten durch das Zelt. Ihre Bedeutung war mit der Zeit verloren gegangen, aber ihre Absicht war klar: Wut, Trauer und die Forderung nach Respekt. Emily schloss die Augen und versuchte, sich auf die Worte zu konzentrieren. »Es ist altägyptisch«, flüsterte sie. »Sie sprechen in der Sprache der Pharaonen.« Sarah schauderte und schlang die Arme um sich. »Was sagen Sie?« Emily runzelte die Stirn, während sie sich konzentrierte. »Sie verlangen, dass wir gehen. Sie wollen, dass wir zurückgeben, was wir genommen haben, und sie in Ruhe lassen.« Die Temperatur sank weiter und ein kalter Wind fegte durch das Zelt, ließ die Laternen auslöschen und tauchte sie in Dunkelheit. Das Team tastete nach Taschenlampen, deren Licht die Dunkelheit durchdrang, doch das Gefühl, beobachtet zu werden, von unsichtbaren Augen umgeben zu sein, blieb. Jonathan holte tief Luft und versuchte, seine Nerven zu beruhigen. »Wir müssen das dokumentieren. Wenn die Geister versuchen zu kommunizieren, müssen wir ihre Botschaft vollständig verstehen. Emily, kannst du so viel wie möglich übersetzen?« Emily nickte. Ihre Hände zitterten, als sie nach ihrem Notizbuch und einem Stift griff. Sie begann, die Worte niederzuschreiben, und ihr Verstand raste, um mit der alten Sprache Schritt zu halten. Die Schreie und das Flüstern gingen weiter und erfüllten die Nacht mit ihrer eindringlichen Präsenz. Während Emily arbeitete, drängte sich der Rest des Teams zusammen und ließ seine Augen durch das Zelt schweifen, als erwarteten sie, die Geister vor sich erscheinen zu sehen. Die Kälte wurde intensiver und das Gefühl, beobachtet zu werden, wurde fast unerträglich. Plötzlich hörte das Wehklagen auf und wurde durch eine unheimliche Stille ersetzt, die noch beunruhigender war. Das Team hielt den Atem an und wartete auf die nächste Manifestation. Augenblicke später sprach eine sanfte, traurige Stimme, ihr Tonfall war von Trauer erfüllt. »Gebt zurück, was ihr genommen habt, oder erleidet unseren Zorn.« Die Worte waren klar und deutlich, mit akzentuiertem Englisch gesprochen, und sie jagten jedem im Zelt einen Schauer über den Rücken.
Die Stimme schien von überall her zu hallen, als würden die Wände selbst sprechen. Jonathans Gedanken rasten. Sie mussten einen Weg finden, mit den Geistern zu kommunizieren, ihre Forderungen zu verstehen und sie zu besänftigen. Aber wie? Emily, kannst du versuchen, mit ihnen zu sprechen? Fragte er mit angespannter Stimme. Emily nickte mit trockener Kehle. Sie räusperte sich und sprach mit zitternder Stimme auf Altägyptisch. Wir hören Sie. Wir möchten Ihre Nachricht verstehen. Bitte sagen Sie uns, was Sie wollen. Einen Moment lang herrschte Stille. Dann antwortete die traurige Stimme, ihr Tonfall wurde eindringlicher. Gebt die Kinder zu ihrem Vater zurück. Nur dann wird der Frieden wiederhergestellt sein. Emily übersetzte die Nachricht mit zitternder Stimme für das Team. Sie wollen, dass wir die Kindermumien in das Grab ihrer Väter zurückbringen. Nur so kann der Frieden wiederhergestellt werden. Jonathan nickte, während seine Gedanken rasten. Wir müssen schnell handeln. David, Sarah, fangt an, die Ausrüstung vorzubereiten. Emily, dokumentiere alles. Wir müssen sicherstellen, dass wir ihre Anweisungen genau befolgen. Das Team trat in Aktion, ihre Angst wurde durch die Dringlichkeit ihrer Aufgabe gemildert. Sie sammelten ihre Ausrüstung ein und machten sich auf den Weg zurück zum Grab, wobei ihnen das bedrückende Gefühl der Angst auf Schritt und Tritt folgte. Als sie den Eingang erreichten, sank die Temperatur noch weiter und das Wehklagen begann erneut und erfüllte die Nacht mit ihren traurigen Schreien. Das Team stieg in das Grab hinab, ihre Taschenlampen warfen unheimliche Schatten an die Wände. Die Luft war erfüllt von einem Gefühl uralter Macht, einer Kraft, die auf ihnen lastete und sie zur Eile drängte. Sie erreichten die Grabkammer, in der die Sarkophage der Kinder lagen. Der Raum war erfüllt von einer spürbaren Trauer, als würden die Steine selbst um die verlorenen Seelen darin weinen. Jonathan und sein Team hoben die Sarkophage vorsichtig hoch, ihre Bewegungen waren langsam und bedächtig, als könnte jede plötzliche Bewegung die Geister noch mehr provozieren. Als sie die Sarkophage zurück in die Hauptkammer trugen, wurde das Wehklagen lauter und eindringlicher. Die Luft war eiskalt und das Gefühl, beobachtet zu werden, war fast unerträglich. Sie stellten die Sarkophage neben Tutanchamuns Sarg, und der goldene Glanz der Artefakte warf ein warmes Licht auf die Szene. Emily trat vor, ihre Stimme zitterte, als sie auf Altägyptisch sprach. Wir haben die Kinder ihrem Vater zurückgegeben. Bitte lasst Frieden herrschen. Einen Moment lang herrschte Stille. Dann begann die Temperatur zu steigen und die drückende Last in der Luft ließ nach. Das Wehklagen verstummte und wurde durch eine sanfte, beinahe wohltuende Brise ersetzt, die durch die Kammer wehte. Das Team stand sprachlos da und blickte ungläubig auf. Die Geister schienen ihr Angebot angenommen zu haben, und das Gefühl der Angst, das sie tagelang geplagt hatte, begann zu verschwinden. Jonathan holte tief Luft, sein Herz klopfte in seiner Brust. Lasst uns zum Lager zurückkehren. Wir müssen alles dokumentieren und unsere Ergebnisse melden. Als sie wieder an die Oberfläche kamen, überkam das Team ein Gefühl der Erleichterung. Die Spukereien hatten nachgelassen und die Geister schienen Frieden zu finden. Aber Jonathan wusste, dass ihre Tortur noch lange nicht vorbei war. Der Fluch von Tutanchamuns Grab war teilweise gelüftet worden, aber es blieben noch viele Fragen unbeantwortet. Zurück im Lager versammelten sie sich erneut im zentralen Zelt. Die Atmosphäre war leichter, aber immer noch von Unbehagen geprägt. Emily fuhr fort, die Botschaften der Geister zu transkribieren, während ihr Verstand raste, um das volle Ausmaß des Fluchs zu verstehen. Da steckt noch mehr dahinter, sagte sie mit nachdenklicher Stimme. Die Geister haben klar gesagt, dass sie die Kinder zurückbringen sollen, aber es gibt noch andere Elemente des Fluchs, die wir verstehen müssen. Wir müssen weiter forschen, um die ganze Geschichte von Tutanchamuns Familie und die Gründe für den Fluch aufzudecken. Jonathan nickte, und in seinem Kopf rasten bereits die Möglichkeiten. Einverstanden. Wir müssen dies mit Vorsicht und Respekt angehen. Die Geister haben uns gewarnt und wir müssen darauf achten. Das Team verbrachte den Rest der Nacht damit, seine Erlebnisse zu dokumentieren. Ihre Angst wurde durch ein neues Gefühl der Zielstrebigkeit gemildert. Sie wussten, dass sie es mit Kräften zu tun hatten, die ihr Verständnis überstiegen, aber sie waren entschlossen, die Wahrheit aufzudecken und einen Weg zu finden, sowohl die Lebenden als auch die Toten zu beschützen. Als das erste Licht der Morgendämmerung über die Wüste hereinbrach und das Tal der Könige in ein goldenes Licht tauchte, bereiteten sich Jonathan und sein Team auf die nächste Etappe ihrer Reise vor.
Die Spukerscheinungen hatten sich intensiviert und enthüllten die Macht und die Qual der alten Geister, die sie gestört hatten. Aber sie erinnerten uns auch an die Wichtigkeit ihrer Arbeit und daran, dass wir die Vergangenheit respektieren und ehren müssen. Und als sie am Eingang von Tutanchamuns Grab standen und die Angst mit der aufgehenden Sonne nachließ, wussten sie, dass ihre Reise noch lange nicht zu Ende war. Der Fluch war teilweise aufgehoben, aber es gab noch viele Rätsel zu lösen, viele Geheimnisse, die im Sand der Zeit begraben lagen. Mit neuer Entschlossenheit traten sie vor, bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen, die vor ihnen lagen. Die Geister der Vergangenheit hatten gesprochen, und es war ihre Pflicht, zuzuhören, zu lernen und das Erbe derer zu ehren, die vor ihnen gekommen waren. Die Spukerei hatte gerade erst begonnen und das wahre Ausmaß des Fluchs war noch nicht enthüllt. Aber mit jedem Schritt kamen sie dem Verständnis näher und entschlüsselten die Geheimnisse, die in dem alten Grab verborgen lagen. Und als sie tiefer in die Vergangenheit vordrangen, wussten sie, dass sie nicht allein waren. Dass die Geister von Tutanchamun und seiner Familie sie beobachteten und sie auf ihrer Reise leiteten. Kapitel 3, den Fluch aufdecken, Teil 2, historische Forschung. Die drückende Hitze der Wüste war einer kühlen, ruhigen Nacht gewichen, aber für Dr. Jonathan Rivers und sein Team war die Atmosphäre immer noch voller Anspannung und Unbehagen. Das Team hatte sich in sein Basislager zurückgezogen, eine provisorische Ansammlung von Zelten und Ausrüstung am Rande des Tals der Könige. Trotz der vorübergehenden Befreiung aus der Enge des Grabes blieb das Gefühl der Angst bestehen, als ob die alten Geister, die sie gestört hatten, sich weigerten, zurückgelassen zu werden. Als die Nacht hereinbrach, versammelten sich die Archäologen im zentralen Zelt, dessen Klappen den Blick auf die Sterne freigaben. Das schwache Licht der Laternen warf lange Schatten, und ihre flackernden Flammen schufen eine beinahe ätherische Atmosphäre. Dr. Emily Carter, ihre Expertin für antike Sprachen, hatte ihre Notizen gründlich studiert und versucht, das volle Ausmaß des Fluchs zu entschlüsseln, der auf Tutanchamuns Grab gelegt worden war. Wir müssen besprechen, was heute passiert ist, begann Jonathan. Seine Stimme war fest, aber der Last ihrer gemeinsamen Angst war deutlich zu spüren. Die Unruhen im Grab, die Stimmen. Emily, was hast du gefunden? Emily blickte von ihren Notizen auf, ihr Gesicht war angespannt und müde. Die Inschriften auf dem Sarkophag sind eindeutig. Tutanchamun hat einen mächtigen Fluch auf sein Grab gelegt, der seine Familie schützen und ihre Ruhe im Jenseits sicherstellen sollte. Der Fluch ist nicht nur eine Warnung, er ist eine Bitte, ein verzweifelter Versuch, Eindringlinge fernzuhalten. Sarah Mitchell, ihre Logistikexpertin, beugte sich vor, ihr Gesicht war blass. Wollen Sie damit sagen, dass wir etwas entfesselt haben, als wir das Grab geöffnet haben? Emily nickte langsam. Ja, das glaube ich. Der Fluch war ein letzter Akt des Schutzes, eine Möglichkeit, die Seelen im Inneren zu beschützen. Indem wir ihre Ruhe störten, haben wir etwas Uraltes und Mächtiges erweckt. Jonathan seufzte und rieb sich die Schläfen. Wir müssen das volle Ausmaß dieses Fluchs verstehen und herausfinden, wie wir seine Auswirkungen abmildern können. Unsere Priorität ist die Sicherheit dieses Teams und die Erhaltung dieser historischen Artefakte. Das Team nickte zustimmend, doch das Unbehagen war spürbar. Die flackernden Laternen warfen unheimliche Schatten auf die Leinwandwände und eine unnatürliche Kälte schien die Luft zu durchdringen. Während sie ihre Diskussion fortsetzten, begannen sich die ersten Anzeichen der zunehmenden Spukerscheinungen zu zeigen. Es begann mit einem tiefen, traurigen Heulen, das aus der umgebenden Wüste zu hallen schien. Das Geräusch war zunächst schwach, kaum wahrnehmbar im Rauschen des Windes, aber allmählich wurde es lauter und eindringlicher. Das Team verstummte und ihre Augen weiteten sich vor Angst, als sich das Heulen in einen Chor gequälter Schreie verwandelte und die Nacht mit einer Kakophonie der Verzweiflung erfüllte. »Was ist das?« flüsterte David Foster, ihr Ausrüstungsspezialist, mit zitternder Stimme. Emilys Gesicht wurde aschfahl. »Sie sind es, die Geister. Sie sind wütend.« Das Wehklagen wurde lauter und die Luft kälter. Die Temperatur sank trotz der Wüstenhitze rapide. Die Flammen der Laternen flackerten heftig und warfen unheimliche, wechselnde Schatten an die Wände. Plötzlich raschelte es im Zelt, als ob eine unsichtbare Kraft hindurchgefegt wäre, und die Schreie schienen aus dem Zelt selbst zu kommen. »Bleibt alle ruhig«, befahl Jonathan, seine Stimme klang trotz seiner eigenen Angst fest.
Wir müssen herausfinden, was passiert. Als sich die Gruppe zusammendrängte, nahmen die Schreie eine deutlichere Form an. Worte, gesprochen in einer alten Sprache, hallten durch das Zelt. Ihre Bedeutung war mit der Zeit verloren gegangen, aber ihre Absicht war klar: Wut, Trauer und die Forderung nach Respekt. Emily schloss die Augen und versuchte, sich auf die Worte zu konzentrieren. Es ist altägyptisch, flüsterte sie. Sie sprechen in der Sprache der Pharaonen. Sarah schauderte und schlang die Arme um sich. Was sagen Sie? Emily runzelte die Stirn, während sie sich konzentrierte. Sie verlangen, dass wir gehen. Sie wollen, dass wir zurückgeben, was wir genommen haben, und sie in Ruhe lassen. Die Temperatur sank weiter und ein kalter Wind fegte durch das Zelt, ließ die Laternen auslöschen und tauchte sie in Dunkelheit. Das Team tastete nach Taschenlampen, deren Licht die Dunkelheit durchdrang, doch das Gefühl, beobachtet zu werden, von unsichtbaren Augen umgeben zu sein, blieb. Jonathan holte tief Luft und versuchte, seine Nerven zu beruhigen. Wir müssen das dokumentieren. Wenn die Geister versuchen zu kommunizieren, müssen wir ihre Botschaft vollständig verstehen. Emily, kannst du so viel wie möglich übersetzen? Emily nickte. Ihre Hände zitterten, als sie nach ihrem Notizbuch und einem Stift griff. Sie begann, die Worte niederzuschreiben, und ihr Verstand raste, um mit der alten Sprache Schritt zu halten. Die Schreie und das Flüstern gingen weiter und erfüllten die Nacht mit ihrer eindringlichen Präsenz. Während Emily arbeitete, drängte sich der Rest des Teams zusammen und ließ seine Augen durch das Zelt schweifen, als erwarteten sie, die Geister vor sich erscheinen zu sehen. Die Kälte wurde intensiver und das Gefühl, beobachtet zu werden, wurde fast unerträglich. Plötzlich hörte das Wehklagen auf und wurde durch eine unheimliche Stille ersetzt, die noch beunruhigender war. Das Team hielt den Atem an und wartete auf die nächste Manifestation. Augenblicke später sprach eine sanfte, traurige Stimme. Ihr Tonfall war von Trauer erfüllt. Gebt zurück, was ihr genommen habt, oder erleidet unseren Zorn. Die Worte waren klar und deutlich, mit akzentuiertem Englisch gesprochen, und sie jagten jedem im Zelt einen Schauer über den Rücken. Die Stimme schien von überall her widerzuhallen, als würden die Wände selbst sprechen. Jonathans Gedanken rasten. Sie mussten einen Weg finden, mit den Geistern zu kommunizieren, ihre Forderungen zu verstehen und sie zu besänftigen. Aber wie? Emily, kannst du versuchen, mit ihnen zu sprechen? Fragte er mit angespannter Stimme. Emily nickte mit trockener Kehle. Sie räusperte sich und sprach mit zitternder Stimme auf Altägyptisch. Wir hören Sie. Wir möchten Ihre Nachricht verstehen. Bitte sagen Sie uns, was Sie wollen. Einen Moment lang herrschte Stille. Dann antwortete die traurige Stimme, ihr Tonfall wurde eindringlicher. Gebt die Kinder zu ihrem Vater zurück. Nur dann wird der Frieden wiederhergestellt sein. Emily übersetzte die Nachricht mit zitternder Stimme für das Team. Sie wollen, dass wir die Kindermumien in das Grab ihrer Väter zurückbringen. Nur so kann der Frieden wiederhergestellt werden. Jonathan nickte, während seine Gedanken rasten. Wir müssen schnell handeln. David, Sarah, fangt an, die Ausrüstung vorzubereiten. Emily, dokumentiere alles. Wir müssen sicherstellen, dass wir ihre Anweisungen genau befolgen. Das Team trat in Aktion, ihre Angst wurde durch die Dringlichkeit ihrer Aufgabe gemildert. Sie sammelten ihre Ausrüstung ein und machten sich auf den Weg zurück zum Grab, wobei ihnen das bedrückende Gefühl der Angst auf Schritt und Tritt folgte. Als sie den Eingang erreichten, sank die Temperatur noch weiter und das Wehklagen begann erneut und erfüllte die Nacht mit ihren traurigen Schreien. Das Team stieg in das Grab hinab, ihre Taschenlampen warfen unheimliche Schatten an die Wände. Die Luft war erfüllt von einem Gefühl uralter Macht, einer Kraft, die auf ihnen lastete und sie zur Eile drängte. Sie erreichten die Grabkammer, in der die Sarkophage der Kinder lagen. Der Raum war erfüllt von einer spürbaren Trauer, als würden die Steine selbst um die verlorenen Seelen darin weinen. Jonathan und sein Team hoben die Sarkophage vorsichtig hoch, ihre Bewegungen waren langsam und bedächtig, als könnte jede plötzliche Bewegung die Geister noch mehr provozieren. Als sie die Sarkophage zurück in die Hauptkammer trugen, wurde das Wehklagen lauter und eindringlicher. Die Luft war eiskalt und das Gefühl, beobachtet zu werden, war fast unerträglich. Sie stellten die Sarkophage neben Tutanchamuns Sarg, und der goldene Glanz der Artefakte warf ein warmes Licht auf die Szene. Emily trat vor, ihre Stimme zitterte, als sie auf Altägyptisch sprach.
Wir haben die Kinder ihrem Vater zurückgegeben. Bitte lasst Frieden herrschen. Einen Moment lang herrschte Stille. Dann begann die Temperatur zu steigen und die drückende Last in der Luft ließ nach. Das Wehklagen verstummte und wurde durch eine sanfte, beinahe wohltuende Brise ersetzt, die durch die Kammer wehte. Das Team stand sprachlos da und blickte ungläubig auf. Die Geister schienen ihr Angebot angenommen zu haben, und das Gefühl der Angst, das sie tagelang geplagt hatte, begann zu verschwinden. Jonathan holte tief Luft, sein Herz klopfte in seiner Brust. Lasst uns zum Lager zurückkehren. Wir müssen alles dokumentieren und unsere Ergebnisse melden. Als sie wieder an die Oberfläche kamen, überkam das Team ein Gefühl der Erleichterung. Die Spukereien hatten nachgelassen und die Geister schienen Frieden zu finden. Aber Jonathan wusste, dass ihre Tortur noch lange nicht vorbei war. Der Fluch von Tutanchamuns Grab war teilweise gelüftet worden, aber es blieben noch viele Fragen unbeantwortet. Zurück im Lager versammelten sie sich erneut im zentralen Zelt. Die Atmosphäre war leichter, aber immer noch von Unbehagen geprägt. Emily fuhr fort, die Botschaften der Geister zu transkribieren, während ihr Verstand raste, um das volle Ausmaß des Fluchs zu verstehen. Da steckt noch mehr dahinter, sagte sie mit nachdenklicher Stimme. Die Geister haben klar gesagt, dass sie die Kinder zurückbringen sollen, aber es gibt noch andere Elemente des Fluchs, die wir verstehen müssen. Wir müssen weiter forschen, um die ganze Geschichte von Tutanchamuns Familie und die Gründe für den Fluch aufzudecken. Jonathan nickte, und in seinem Kopf rasten bereits die Möglichkeiten. Einverstanden. Wir müssen dies mit Vorsicht und Respekt angehen. Die Geister haben uns gewarnt und wir müssen darauf achten. Das Team verbrachte den Rest der Nacht damit, seine Erlebnisse zu dokumentieren. Ihre Angst wurde durch ein neues Gefühl der Zielstrebigkeit gemildert. Sie wussten, dass sie es mit Kräften zu tun hatten, die ihr Verständnis überstiegen, aber sie waren entschlossen, die Wahrheit aufzudecken und einen Weg zu finden, sowohl die Lebenden als auch die Toten zu beschützen. Als das erste Licht der Morgendämmerung über die Wüste hereinbrach und einen goldenen Schimmer über das Tal der Könige warf, bereiteten sich Jonathan und sein Team auf die nächste Etappe ihrer Reise vor. Die Spukerscheinungen hatten sich intensiviert und enthüllten die Macht und sie erinnerten die Menschen an die Qualen der alten Geister, die sie gestört hatten. Aber sie erinnerten sie auch an die Wichtigkeit ihrer Arbeit und daran, dass wir die Vergangenheit respektieren und ehren mussten. Und als sie am Eingang von Tutanchamuns Grab standen und die Angst mit der aufgehenden Sonne nachließ, wussten sie, dass ihre Reise noch lange nicht zu Ende war. Der Fluch war teilweise aufgehoben, aber es gab noch viele Rätsel zu lösen, viele Geheimnisse, die im Sand der Zeit begraben lagen. Mit neuer Entschlossenheit traten sie vor, bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen, die vor ihnen lagen. Die Geister der Vergangenheit hatten gesprochen, und es war ihre Pflicht, zuzuhören, zu lernen und das Erbe derer zu ehren, die vor ihnen gekommen waren. Die Spukerei hatte gerade erst begonnen und das wahre Ausmaß des Fluchs war noch nicht enthüllt. Aber mit jedem Schritt kamen sie dem Verständnis näher und entschlüsselten die Geheimnisse, die in dem alten Grab verborgen lagen. Und als sie tiefer in die Vergangenheit vordrangen, wussten sie, dass sie nicht allein waren. Dass die Geister von Tutanchamun und seiner Familie sie beobachteten und sie auf ihrer Reise leiteten. Das Team verbrachte die nächsten Tage damit, sich in seine Recherchen zu vertiefen und alte Texte und historische Aufzeichnungen zu studieren. Sie wandten sich an Experten auf der ganzen Welt und suchten nach Erkenntnissen und Informationen, die ihnen helfen könnten, den Fluch zu verstehen. Emily arbeitete unermüdlich und übersetzte Inschriften und Dokumente. Ihre Kenntnisse der alten Sprachen erwiesen sich als von unschätzbarem Wert. Sie entdeckten, dass der Fluch mehr als nur eine einfache Warnung war. Es handelte sich um ein komplexes Netz aus Ritualen und Beschwörungen, die die Seelen der Verstorbenen schützen und ihnen einen sicheren Übergang ins Jenseits gewährleisten sollten. Die Inschriften sprachen von mächtigen Zaubersprüchen und Zeremonien, von Göttern und Geistern, die angerufen wurden, um das Grab und seine Insassen zu beschützen. Ein Dokument erregte ihre Aufmerksamkeit, ein Fragment einer alten Schriftrolle, die tief in den Archiven des Kairoer Museums verborgen lag. Die Schriftrolle beschrieb das Leben und den Tod von Tutanchamuns Kindern und schilderte die Trauer und den Kummer, die den jungen Pharao und seine Königin geplagt hatten. Sie sprach von einem verzweifelten Versuch, ihre Familie zu beschützen, von einem Fluch, der nicht aus Bosheit,
sondern aus Liebe ausgesprochen worden war. Als sie tiefer in die Materie eindrangen, begannen sie, die wahre Natur des Fluchs zu verstehen. Es war ein Bindungszauber, der die Seelen von Tutanchamuns Familie zusammenhalten und verhindern sollte, dass sie im Jenseits getrennt würden. Die Geister der Kinder sollten bei ihrem Vater bleiben und in seiner Gegenwart Frieden finden. Aber etwas war schiefgelaufen. Die Störung des Grabes hatte das empfindliche Gleichgewicht zerstört, die Geister freigelassen und die Spukereien ausgelöst, die das Team geplagt hatten. Die Geister waren verloren, ihr Frieden zerstört und sie schlugen in ihrer Qual um sich. Jonathan und sein Team erkannten, dass sie das Gleichgewicht wiederherstellen, die Seelen wiedervereinen und ihren sicheren Übergang ins Jenseits sicherstellen mussten. Sie mussten ein Ritual durchführen, eine Zeremonie, die die Geister besänftigen und den Frieden im Grab wiederherstellen würde. Die Vorbereitungen für das Ritual waren akribisch. Sie konsultierten Experten für altägyptische Religion und Magie und ließen sich über die richtigen Abläufe und Anrufungen beraten. Sie sammelten die notwendigen Materialien, Opfergaben in Form von Speisen und Getränken, heilige Öle und Weihrauch sowie Gegenstände mit symbolischer Bedeutung. Das Team arbeitete unermüdlich. Ihre Entschlossenheit trieb den Wunsch voran, den Spukereien ein Ende zu bereiten und das Vermächtnis Tutanchamuns und seiner Familie zu ehren. Sie probten das Ritual und stellten sicher, dass jeder Schritt präzise war und jedes Wort richtig ausgesprochen wurde. Als der Tag des Rituals näher rückte, wuchs die Spannung. Die Spukereien hatten nachgelassen, aber das Gefühl der Unruhe blieb. Die Geister beobachteten und warteten, und ihre Anwesenheit erinnerte uns ständig daran, was auf dem Spiel stand. In der Nacht des Rituals versammelte sich das Team in der Grabkammer, die Luft war erfüllt von gespannter Erwartung. Das flackernde Licht der Fackeln warf unheimliche Schatten an die Wände und der Duft von Weihrauch erfüllte die Luft. Jonathan stand an der Spitze der Gruppe, und sein Herz klopfte, als er mit den Beschwörungen begann. Die Worte des Rituals flossen über seine Lippen, eine Mischung aus altägyptischen und heiligen Anrufungen. Das Team folgte seiner Führung, ihre Stimmen vereinten sich zu einem harmonischen Gesang. Sie präsentierten die Opfergaben, legten sie ehrfürchtig vor die Sarkophage und salbten die Mumien mit den heiligen Ölen. Im Verlauf des Rituals begann die Temperatur in der Kammer zu steigen und eine warme, angenehme Brise wehte durch den Raum. Das Gefühl der Furcht verschwand und wurde durch ein Gefühl des Friedens und der Gelassenheit ersetzt. Die Geister schienen zu reagieren, ihre Anwesenheit war weniger bedrückend, sie waren eher akzeptierend. Jonathans Stimme wurde kräftiger, sein Selbstvertrauen durch die Reaktion der Geister gestärkt. Er rief die Götter an, flehte um ihren Schutz und ihre Führung und bat um ihren Segen bei der Wiedervereinigung der Seelen von Tutanchamuns Familie. Als die letzten Worte des Rituals gesprochen waren, breitete sich tiefe Stille im Raum aus. Die Luft war still, die Atmosphäre erfüllt von einem Gefühl der Vollendung. Das Team hielt den Atem an und wartete auf ein Zeichen, dass ihre Bemühungen erfolgreich gewesen waren. Und dann begann langsam ein sanftes, goldenes Licht aus den Sarkophagen zu strahlen. Es wurde heller und erfüllte die Kammer mit einem warmen, strahlenden Schein. Das Gefühl des Friedens war greifbar und das Team spürte, wie eine Welle der Erleichterung über sie hinwegspülte. Die Geister hatten ihr Angebot angenommen. Die Seelen von Tutanchamuns Familie waren wieder vereint, ihr Frieden war wiederhergestellt. Der Fluch war aufgehoben und die Spukereien hatten ein Ende. Jonathan und sein Team standen voller Ehrfurcht da, ihre Herzen waren voller Dankbarkeit und Ehrfurcht. Sie hatten sich dem Unbekannten gestellt, den alten Geistern gegenübergestanden und ihre Suche erfolgreich abgeschlossen. Sie hatten das Erbe von Tutanchamun und seiner Familie geehrt und dabei ein tieferes Verständnis für die Macht und das Geheimnis der Vergangenheit gewonnen. Als sie das Grab verließen und das erste Licht der Morgendämmerung über den Horizont brach, wussten sie, dass ihre Reise sie für immer verändert hatte. Sie waren Zeugen der Macht uralter Magie geworden, hatten die Gegenwart längst vergangener Geister gespürt und waren gestärkt, weiser und respektvoller gegenüber dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen den Lebenden und den Toten daraus hervorgegangen. Ihre Arbeit war noch nicht beendet. Es gab noch viele Rätsel zu lösen, viele Geheimnisse, die im Sand der Zeit begraben lagen. Aber sie waren bereit, bewaffnet mit dem Wissen und der Erfahrung, die sie gesammelt hatten. Sie würden ihre Suche fortsetzen, die Vergangenheit ehren und ihr Erbe für zukünftige Generationen bewahren. Und als sie auf den Eingang von Tutanchamuns Grab zurückblickten,
das nun im goldenen Licht der aufgehenden Sonne lag, empfanden sie ein Gefühl der Leistung und Erfüllung. Sie hatten den Fluch gebrochen, den alten Geistern ihren Frieden zurückgegeben und einen bleibenden Eindruck in der Welt der Archäologie hinterlassen. Das Tal der Könige barg noch viele weitere Geheimnisse und Jonathan und sein Team waren entschlossen, diese zu lüften, die Vergangenheit ans Licht zu bringen und das Erbe derer zu ehren, die vor ihnen gekommen waren. Kapitel 4 – Der Spuk der Prinzessin, Teil 1 – Der Geist der Prinzessin. Die drückende Hitze der ägyptischen Wüste war der kühlen Umarmung der Nacht gewichen. Die weite Fläche aus Sand und Fels war in das silberne Licht des Vollmonds getaucht und warf unheimliche Schatten, die mit dem Flüstern der Vergangenheit tanzten. Dr. Jonathan Rivers und sein Team von Archäologen saßen in ihrem provisorischen Lager am Rande des Tals der Könige. Die Luft war schwer von der Anspannung ihrer jüngsten Entdeckungen. Sie hatten erfolgreich einen Teil des alten Fluchs entschlüsselt, der sie seit der Öffnung von Tutanchamuns Grab beplagt hatte. Die Kindermumien waren zur Ruhestätte ihres Vaters zurückgebracht worden und die Spukereien hatten nachgelassen, aber ein Gefühl des Unbehagens blieb. Jonathan wusste, dass ihre Reise noch lange nicht zu Ende war. Es gab noch einen weiteren Geist, der ihre Aufmerksamkeit brauchte, den Geist von Anch-Esen-Amun, der geliebten Königin von Tutanchamun. Jonathan saß an einem Holztisch, umgeben von alten Texten und Karten. In seinem Kopf wirbelten die Gedanken, während er versuchte, die verbleibenden Fragmente des Fluches zusammenzusetzen. Das flackernde Licht der Laternen warf lange Schatten auf die Zeltwände und schuf eine fast ätherische Atmosphäre. Die Nacht war still, bis auf das gelegentliche Rascheln des Wüstenwindes. »Jonathan, glaubst du, dass die Königin immer noch ruhelos ist?« fragte Emily Carter, ihre Expertin für alte Sprachen, als sie sich zu ihm an den Tisch setzte. Ihre Augen waren voller Sorge, was den Ernst ihrer Lage widerspiegelte. Jonathan blickte von seinen Notizen auf und runzelte nachdenklich die Stirn. »Das glaube ich, Emily. Wir haben uns um die Kinder gekümmert, aber Anch-Esen-Amuns Geist ist immer noch an diese Welt gebunden. Der Fluch sollte die ganze Familie beschützen und ihre Qualen hängen wahrscheinlich mit ihrer Trennung von Tutanchamun zusammen.« David Foster, der Ausrüstungsspezialist, betrat das Zelt mit einem Stapel frisch entwickelter Fotos von ihren jüngsten Erkundungen. »Vielleicht möchten Sie diese sehen?« sagte er und breitete die Fotos auf dem Tisch aus. Die Bilder zeigten das Innere von Tutanchamuns Grab, mit Schwerpunkt auf den kunstvoll verzierten Wänden und den verschiedenen Artefakten, die sie freigelegt hatten. Jonathans Blick wurde von einem bestimmten Foto angezogen, einer Nahaufnahme eines Wandgemäldes, das Anch-Esen-Amun darstellte. Ihre Augen schienen ihm zu folgen, erfüllt von einer Trauer, die die Zeit überdauerte. »Sie versucht, mit uns zu kommunizieren«, murmelte Jonathan, den Blick fest auf das Foto gerichtet. »Wir müssen ihre Botschaft verstehen.« Emily nickte mit entschlossenem Gesichtsausdruck. »Wir sollten damit beginnen, die Inschriften und Artefakte zu untersuchen, die mit ihr in Verbindung stehen. Es muss etwas geben, das wir übersehen haben.« Das Team verbrachte die nächsten Stunden damit, ihre Notizen und Artefakte sorgfältig durchzugehen. Sie verglichen die Inschriften an den Wänden des Grabes mit den alten Texten, die sie mitgebracht hatten. Emily übersetzte die Hieroglyphen, wobei ihre Kenntnisse des Altägyptischen von unschätzbarem Wert waren. Im Laufe der Nacht wurde das Team von einem Gefühl der Dringlichkeit erfasst. Die Laternen warfen einen warmen Schein auf die Texte und Artefakte, doch die Temperatur schien zu sinken, eine Kälte legte sich über das Lager. Die Luft wurde schwer und eine unnatürliche Stille breitete sich aus, nur unterbrochen vom Rascheln von Papier und dem gelegentlichen Flüstern des Windes. Plötzlich raschelte die Zeltplane heftig, als ob sie von einem plötzlichen Windstoß erfasst worden wäre. Die Flammen der Laterne flackerten und warfen unheimliche Schatten, die ein Eigenleben zu haben schienen. Jonathan und Emily tauschten besorgte Blicke, während ihre Herzen im Gleichklang klopften. »Hast du das gespürt?« flüsterte Emily mit zitternder Stimme. Jonathan nickte und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. »Ja, sie ist es. Anch-Esen-Amuns Geist ist hier.« Die Temperatur sank weiter und ein leises, trauriges Heulen hallte durch das Lager. Der Klang war eindringlich, erfüllt von einer unbeschreiblichen Trauer, die ihnen einen Schauer über den Rücken jagte. Das Team drängte sich zusammen, ihre Angst war spürbar, während sie versuchten, das Phänomen zu verstehen. »Anch-Esen-Amun«, rief Jonathan mit fester Stimme,
obwohl die Angst sein Herz umklammerte. Wir hören dich. Wir wollen dir helfen. Bitte sag uns, was du brauchst. Das Heulen wurde lauter und eindringlicher, und die Schatten an den Zeltwänden schienen sich zu bewegen und zu wirbeln und Formen anzunehmen, die sich jeder Erklärung entzogen. Das Team hielt den Atem an und wartete auf eine Antwort. Und dann erschien sie. In der Mitte des Zeltes materialisierte sich die Gestalt einer Frau, ihre Gestalt war durchscheinend und schimmerte in einem schwachen, überirdischen Glanz. Sie trug das traditionelle Gewand einer altägyptischen Königin, ihr langes Haar war mit komplizierten Zöpfen und Juwelen geschmückt. Ihre Augen, erfüllt von tiefer Trauer, hefteten sich auf Jonathans. Ankhesenamun, hauchte Jonathan, seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Der Geist der Königin schwebte vor ihnen, ihre Präsenz war ehrfurchtgebietend und furchteinflößend zugleich. Sie hob die Hand und deutete auf das Foto auf dem Tisch, das Bild des Wandgemäldes, das sie abbildete. »Gib mich zu ihm zurück«, sagte sie, und ihre Stimme hallte mit eindringlichem Nachhall wieder. »Nur dann werde ich Frieden finden.« Emily trat vor, ihre Angst wich der Entschlossenheit. »Das werden wir, Ankhesenamun. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dich mit Tutanchamun wieder zu vereinen.« Der Blick des Geistes wurde sanfter und für einen Moment schien der Kummer in ihren Augen zu verschwinden. Sie nickte, ihre Gestalt schimmerte, bevor sie langsam in der Dunkelheit verschwand. Das Team stand sprachlos da, als ihm die Realität ihrer Begegnung klar wurde. Jonathan spürte, wie seine Entschlossenheit zunahm. Sie hatten jetzt eine klare Anweisung, den Geist von Ankhesenamun mit Tutanchamun wieder zu vereinen. Aber wie? Wir müssen mehr über ihre Beerdigung herausfinden und wie sie mit Tutanchamun zusammenhängt, sagte Jonathan, während seine Gedanken rasten. Es muss Hinweise in den historischen Aufzeichnungen und im Grab selbst geben. Emily nickte und griff bereits nach ihren Notizen. Ich werde zunächst die Inschriften untersuchen, die mit ihrer Beerdigung in Zusammenhang stehen. Es muss etwas geben, das wir übersehen haben. David, noch immer erschüttert von der Begegnung, sammelte seine Ausrüstung zusammen. Ich werde die Fotos noch einmal durchgehen und sehen, ob mir etwas auffällt. Das Team arbeitete die ganze Nacht durch, angetrieben von einem neuen Sinn für Zielstrebigkeit. Die Anwesenheit von Ankhesenamuns Geist hatte ihnen ein klares Ziel gegeben, aber der Weg dorthin war voller Ungewissheit. Als das erste Licht der Morgendämmerung durchbrach und einen goldenen Schimmer über die Wüste warf, gelang Emily ein Durchbruch. Sie hatte eine Reihe von Hieroglyphen auf einem Fragment einer antiken Tafel studiert, ihre Augen waren rot vom Schlafmangel. »Jonathan, sieh dir das an«, sagte sie aufgeregt. »Diese Inschriften beschreiben ein Ritual, das die Seelen eines Königspaares im Jenseits wiedervereinen soll. Es ist unglaublich kompliziert, aber ich glaube, es könnte genau das sein, was wir brauchen.« Jonathan beugte sich über die Tafel und überflog den alten Text mit den Augen. Das beschriebene Ritual war in der Tat komplex und umfasste eine Reihe von Anrufungen, Opfergaben und symbolischen Handlungen, die die Geister zu ihrer ewigen Ruhe führen sollten. »Das ist es«, sagte Jonathan mit entschlossener Stimme. »Wir müssen dieses Ritual durchführen. Es ist unsere beste Chance, Ankhesenamun zu helfen, Frieden zu finden.« Das Team verbrachte die nächsten Tage mit der Vorbereitung des Rituals. Sie sammelten die notwendigen Materialien, heilige Öle, Weihrauch und Opfergaben in Form von Essen und Getränken. Sie probten die Anrufungen und stellten sicher, dass jedes Wort richtig ausgesprochen und jede Geste präzise ausgeführt wurde. In der Nacht des Rituals versammelte sich das Team in der Grabkammer von Tutanchamun. Die Luft war erfüllt von Erwartung, die Atmosphäre erfüllt von Zielstrebigkeit. Das flackernde Licht der Fackeln warf lange Schatten an die Wände und der Duft von Weihrauch erfüllte die Luft. Jonathan stand an der Spitze der Gruppe und hielt die alte Tafel mit den rituellen Anweisungen in der Hand. Emily und David flankierten ihn mit entschlossener Miene. Der Rest des Teams bildete einen Kreis um die Sarkophage und blickte Jonathan an. Er begann das Ritual mit einer Reihe von Anrufungen, seine Stimme war fest und klar. Die uralten Worte flossen über seine Lippen, eine Bitte um Führung und Schutz durch die Götter. Das Team stimmte mit ein, ihre Stimmen harmonierten zu einem eindringlichen Gesang, der durch die Kammer hallte. Sie präsentierten die Opfergaben und legten sie ehrfürchtig vor die Sarkophage. Die Luft wurde wärmer und eine sanfte Brise wehte durch den Raum und brachte ein Gefühl der Ruhe mit sich.
Das Team konnte die Anwesenheit der Geister spüren, die beobachteten und warteten. Im Verlauf des Rituals rief Jonathan die Götter an, die Geister von Tutanchamun und Anch-Esenamun wieder zu vereinen. Er sprach von ihrer Liebe, ihrer dauerhaften Verbindung und ihrem Wunsch nach ewigem Frieden. Der Raum schien in einem sanften, goldenen Licht zu leuchten, die Atmosphäre war mit einer überirdischen Energie aufgeladen. Die letzten Worte des Rituals waren gesprochen, und das Team hielt den Atem an und wartete auf ein Zeichen. Die Luft war still, die Kammer stumm, das einzige Geräusch war ihr Herzschlag. Und dann erschienen langsam die Gestalten von Tutanchamun und Anch-Esenamun vor ihnen, ihre Körper schimmerten in strahlendem Glanz. Sie standen Hand in Hand, und ihre Augen waren erfüllt von tiefem Frieden und Dankbarkeit. »Danke«, sagte Anch-Esenamun, ihre Stimme war ein sanftes Flüstern, das durch den Raum hallte. »Du hast uns wieder vereint. Wir können jetzt in Frieden ruhen.« Die Geister begannen zu verblassen, ihre Gestalten lösten sich im goldenen Licht auf. Der Raum wurde wärmer, das Gefühl des Friedens war überwältigend. Das Team stand voller Ehrfurcht da, ihre Herzen erfüllt von einem tiefen Gefühl der Leistung und Ehrfurcht. Als die Geister verschwanden, blieb das goldene Licht bestehen und warf einen warmen Schein auf das Grab. Das Team wusste, dass es erfolgreich gewesen war. Es hatte Anch-Esenamun und Tutanchamun geholfen, ihre ewige Ruhe zu finden. Jonathan empfand eine Woge des Stolzes und der Dankbarkeit. Sie hatten sich dem Unbekannten gestellt, den alten Geistern gegenübergestanden und waren siegreich daraus hervorgegangen. Sie hatten das Erbe Tutanchamuns und seiner Familie geehrt und dabei ein tieferes Verständnis für die Macht und das Mysterium der Vergangenheit gewonnen. Der Spuk der Prinzessin war zu Ende, aber die Entdeckungsreise war noch lange nicht zu Ende. Das Tal der Könige barg noch immer viele Geheimnisse und Jonathan und sein Team waren entschlossen, sie zu lüften, die Vergangenheit ans Licht zu bringen und das Vermächtnis derer zu ehren, die vor ihnen gekommen waren. Als sie das Grab verließen und das erste Licht der Morgendämmerung über den Horizont brach, wussten sie, dass ihre Reise sie für immer verändert hatte. Sie waren Zeugen der Macht uralter Magie geworden, hatten die Gegenwart längst vergangener Geister gespürt und waren gestärkt, weiser und respektvoller gegenüber dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen den Lebenden und den Toten daraus hervorgegangen. Ihre Arbeit war noch nicht beendet. Es gab noch viele Rätsel zu lösen, viele Geheimnisse, die im Sand der Zeit begraben lagen. Aber sie waren bereit, bewaffnet mit dem Wissen und der Erfahrung, die sie gesammelt hatten. Sie würden ihre Suche fortsetzen, die Vergangenheit ehren und ihr Erbe für zukünftige Generationen bewahren. Und als sie auf den Eingang von Tutanchamuns Grab zurückblickten, das nun im goldenen Licht der aufgehenden Sonne erstrahlte, überkam sie ein Gefühl der Erfüllung und des Erfolgs. Sie hatten die Geister wieder vereint, den alten Seelen ihren Frieden zurückgegeben und einen bleibenden Eindruck in der Welt der Archäologie hinterlassen. Das Tal der Könige barg noch viele weitere Geheimnisse und Jonathan und sein Team waren entschlossen, diese zu lüften, die Vergangenheit ans Licht zu bringen und das Erbe derer zu ehren, die vor ihnen gekommen waren. Kapitel 4 – Der Spuk der Prinzessin, Teil 2 – Bemühungen, die Geister zu besänftigen. Die Tage nach dem ersten Kontakt mit Anch-Esenamuns Geist waren ein Wirbelwind aus Aktivität und Spannung. Dr. Jonathan Rivers und sein Team wussten, dass sie mit der Anerkennung der Anwesenheit der Königin einen bedeutenden Schritt getan hatten, aber ihre Aufgabe war noch lange nicht beendet. Die Wiedervereinigung von Anch-Esenamun mit ihrem geliebten Tutanchamun war nur der Anfang. Sie mussten einen Weg finden, ihren Geist zu besänftigen und sicherzustellen, dass die Spukereien dauerhaft aufhörten. Jonathan saß an seinem Schreibtisch in ihrem Basislager, umgeben von alten Texten, modernen Notizbüchern und einer wachsenden Sammlung von Artefakten. Im Lager herrschte reges Treiben, jedes Teammitglied war auf seine jeweilige Aufgabe konzentriert. Emily Carter, die Linguistin, war gerade dabei, weitere Hieroglyphen zu übersetzen. David Foster, ihr Ausrüstungsspezialist, überprüfte Fotos und Scans der Grabwände auf übersehene Details. Der Rest des Teams war damit beschäftigt, Funde zu katalogisieren und zu analysieren. Während Jonathan die historischen Aufzeichnungen studierte, holte ihn ein Klopfen an den Holzrahmen seines Zeltes in die Gegenwart zurück. Es war Dr. Sarah Williams, eine Expertin für altägyptische Rituale und ein Neuzugang in ihrem Team. Ihre Erkenntnisse hatten sich bereits als unschätzbar wertvoll erwiesen. »Jonathan, ich glaube,
Ich habe etwas gefunden, das helfen könnte, sagte Sarah und hielt eine Schriftrolle in der Hand, die älter aussah als alles, was sie zuvor entdeckt hatten. Jonathans Augen leuchteten interessiert auf. Was hast du? Diese Schriftrolle beschreibt eine Reihe von Ritualen und Opfergaben, die speziell dazu gedacht sind, ruhelose Geister zu besänftigen. Sie ist umfassender als alles, was wir bisher gesehen haben, erklärte sie und entrollte das feine Pergament vorsichtig. Sie erwähnt sogar eine spezielle Anrufung königlicher Geister, was genau das sein könnte, was wir für Anch-Esen-Amun brauchen. Jonathan beugte sich vor und betrachtete die alte Schrift. Das könnte der Schlüssel sein. Wir müssen sicherstellen, dass wir jedes Detail richtig machen. Wenn wir auch nur einen Schritt übersehen, könnten wir alles noch schlimmer machen. Sarah nickte mit ernster Miene. Ich habe bereits mit der Übersetzung begonnen, aber sie ist kompliziert. Wir brauchen Emilys Fachwissen, um die Genauigkeit sicherzustellen. Jonathan rief Emily herbei, und bald waren alle drei in die komplizierte Aufgabe vertieft, die Schriftrolle zu übersetzen und zu interpretieren. Die Luft im Zelt war erfüllt vom Geruch alten Pergaments und dem Geräusch von Gekritzel, während sie die alten Anweisungen durcharbeiteten. Aus Stunden wurden Tage, während das Team sich auf das Ritual vorbereitete. Der Prozess war äußerst sorgfältig und erforderte spezielle Materialien, von denen viele schwer zu finden waren. Sie brauchten seltene Öle, Weihrauch und Opfergaben, die den Beschreibungen in der Schriftrolle entsprachen. Jeder Gegenstand musste authentisch sein, da moderne Ersatzstoffe nicht ausreichen würden. David und einige andere Teammitglieder wagten sich in nahegelegene Städte und Märkte, um nach den benötigten Gegenständen zu suchen. Sie schafften es, das meiste zu finden, was sie brauchten, obwohl einige Gegenstände von lokalen Handwerkern, die noch traditionelle Methoden anwendeten, speziell angefertigt werden mussten. Die lokalen Handwerker waren von der Mission des Teams fasziniert und ihr Interesse wurde durch Geschichten über alte Flüche und Königsgeister geweckt. Während die letzten Vorbereitungen getroffen wurden, war im Lager eine spürbare Vorfreude zu spüren. Das Ritual sollte um Mitternacht bei Vollmond stattfinden, einer Zeit, die im alten ägyptischen Glauben als besonders energiegeladen galt. Als Ort wurde ein abgeschiedener Bereich in der Nähe des Tals der Könige gewählt, fernab von neugierigen Blicken und modernen Ablenkungen. Die Nacht des Rituals kam und das Team versammelte sich an der Stätte. Ihr Atem war in der kühlen Wüstenluft sichtbar. Sie hatten einen provisorischen Altar errichtet, der mit Opfergaben geschmückt und von flackernden Fackeln beleuchtet war. Der Mond stand hoch am Himmel und warf einen silbernen Schimmer auf die Wüstenlandschaft. Jonathan stand ganz vorn und hielt die übersetzte Schriftrolle in der Hand. Er spürte die Last der Verantwortung, die auf ihm lastete. Dieses Ritual war ihre letzte Hoffnung, Anch-Esen-Amuns Geist zu besänftigen und der alten Königin Frieden zu bringen. »Sind wir bereit?« fragte er mit fester, aber angespannter Stimme. Die Teammitglieder nickten, und ihre Gesichter spiegelten eine Mischung aus Entschlossenheit und Besorgnis wider. Emily und Sarah standen zu beiden Seiten von Jonathan, bereit, bei den Anrufungen zu helfen und sicherzustellen, dass jeder Schritt genau befolgt wurde. Jonathan holte tief Luft und begann mit dem Ritual. Er begann mit einer Reihe von Anrufungen und rief die Götter und Göttinnen des alten Ägypten an, ihr Vorhaben zu segnen. Seine Stimme hallte durch die stille Nacht, jedes Wort sorgfältig ausgesprochen, jede Geste bewusst gewählt. Das Team stimmte mit ein, ihre Stimmen bildeten einen harmonischen Gesang, der mit der Stille der Wüste mitschwang. Die Luft schien sich vor Energie zu füllen, die Fackeln flackerten, als ob sie auf ihre Bitten reagierten. Während sie das Ritual durchführten, präsentierte Jonathan die Opfergaben eins nach dem anderen. Sie stellten heilige Öle, Weihrauch und Essen auf den Altar, jedes Objekt sorgfältig vorbereitet und aufgrund seiner symbolischen Bedeutung ausgewählt. Der Duft brennenden Weihrauchs erfüllte die Luft und vermischte sich mit der kühlen Nachtbrise. Emily trat vor, um ein uraltes Gebet zu sprechen, ihre Stimme blieb trotz der Schwere ihrer Aufgabe unerschütterlich. Sie rief den Geist von Anch-Esen-Amun an und flehte ihn an, ihre Opfergaben anzunehmen und Frieden zu finden. Die Worte flossen mit einer fast musikalischen Kadenz und webten sich wie ein Zauber durch die Nacht. Die Temperatur um sie herum schien weiter zu sinken, und ein schwaches Glühen begann vom Altar auszugehen. Das Team tauschte misstrauische Blicke, setzte das Ritual jedoch unerschütterlich fort. Sarah übernahm und führte eine Reihe komplizierter Handbewegungen aus,
die in der Schriftrolle beschrieben sind. Diese Gesten sollten den Geist zu den Opfergaben führen und sicherstellen, dass sie diese annehmen. Ihre Hände bewegten sich mit geübter Präzision, jede Bewegung war bewusst und anmutig. Jonathan spürte ein Kribbeln in der Luft, als würde sich das Gewebe der Realität um sie herum verschieben. Er setzte die Anrufungen fort, und seine Stimme wurde mit jedem Wort stärker. Sie näherten sich dem Höhepunkt des Rituals, dem Moment, in dem sie wissen würden, ob ihre Bemühungen erfolgreich gewesen waren. Anch-Esen-Amun, geliebte Königin von Tutanchamun, erhöre unsere Bitte, rief Jonathan, und seine Stimme klang dringlich. Wir bieten dir diese Geschenke an, als Zeichen unseres Respekts und unseres Wunsches nach Frieden für dich. Nimm sie an und lass deinen Geist zur Ruhe kommen. Das Leuchten um den Altar wurde intensiver und das Team spürte, wie eine Welle aus Energie über sie hinwegspülte. Die Luft knisterte vor einer spürbaren Präsenz und sie konnten spüren, wie Anch-Esen-Amuns Geist näher kam. Ein leises, trauriges Heulen hallte durch die Wüste, dasselbe Geräusch, das sie bei ihrer ersten Begegnung gehört hatten. Die Fackeln flackerten heftig und warfen tanzende Schatten, die ein Eigenleben zu entwickeln schienen. Dann erschien sie. Der Geist von Anch-Esen-Amun materialisierte sich vor ihnen, ihre Gestalt war klarer und leuchtender als zuvor. Sie schwebte über dem Altar, ihre Augen waren auf die Opfergaben gerichtet. Das Team hielt den Atem an, ihre Herzen schlugen im Gleichklang. Anch-Esen-Amun, sagte Jonathan, und seine Stimme zitterte vor Ehrfurcht. Wir haben getan, worum du gebeten hast. Bitte nimm unsere Opfergaben an und finde Frieden. Der Geist der Königin betrachtete die Opfergaben mit undurchschaubarem Gesichtsausdruck. Sie streckte ihre durchsichtige Hand aus und ließ sie über jeden Gegenstand gleiten, als würde sie seine Echtheit prüfen. Das Team beobachtete sie in stiller Erwartung, ihr Schicksal hing in der Schwebe. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde Anch-Esen-Amuns Gesichtsausdruck sanfter. Sie sah Jonathan an, ihre Augen waren erfüllt von Dankbarkeit und einem Hauch von Traurigkeit. Danke, flüsterte sie, und ihre Stimme klang wie eine sanfte Brise, die ihre Ohren streichelte. Ihre Bemühungen haben mein Herz berührt. Ich werde ihre Gaben annehmen. Der Geist begann heller zu leuchten, ihre Gestalt wurde ätherischer. Die Opfergaben auf dem Altar schienen zu schimmern, ihre Essenz verschmolz mit dem Geist der Königin. Die Luft wurde wärmer und ein Gefühl tiefen Friedens breitete sich über das Team aus. Mögest du den Frieden finden, den du suchst, Anch-Esen-Amun, sagte Jonathan mit ehrfürchtiger Stimme. Der Geist der Königin nickte, und ihre Gestalt löste sich langsam in der Nacht auf. Das Leuchten verblasste und die Fackeln flackerten wieder gleichmäßig. Die Wüste war wieder still, aber das Gefühl des Friedens blieb. Das Team stand in stiller Besinnung da und der Last ihrer Leistung überkam sie. Sie hatten Anch-Esen-Amuns Geist besänftigt, ihr Andenken geehrt und ihr den Frieden gebracht, den sie so lange gesucht hatte. Als sie sich auf den Weg zurück zum Lager machten, empfand Jonathan ein tiefes Gefühl der Erfüllung. Sie hatten sich dem Unbekannten gestellt und waren siegreich daraus hervorgegangen. Ihre Bemühungen waren von Respekt und Ehrfurcht vor der Vergangenheit geleitet. Der Spuk der Prinzessin war vorbei, aber ihre Entdeckungsreise ging weiter. Am nächsten Morgen traf sich das Team, um die Ereignisse der vergangenen Nacht zu besprechen. Die Atmosphäre war entspannter, die Anspannung, die sie wochenlang im Griff gehabt hatte, war nun einem Gefühl der Kameradschaft und des Erfolgs gewichen. Wir haben es geschafft, sagte Emily und ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Wir haben es wirklich geschafft. Sarah nickte und ihre Augen strahlten vor Stolz. Anch-Esen-Amuns Seele hat dank euch allen Frieden gefunden. Das ist ein Moment, den wir nie vergessen werden. David, der noch immer über die Fotos staunte, die er während des Rituals gemacht hatte, fügte hinzu, diese Bilder werden für unsere Aufzeichnungen von unschätzbarem Wert sein. Sie fangen die Energie und Präsenz ein, die wir alle gespürt haben. Jonathan sah sich in seinem Team um, und sein Herz schwoll vor Dankbarkeit. Das war eine Teamleistung. Wir haben Anch-Esen-Amun und Tutanchamun geehrt und so viel über die Macht alter Rituale und den Respekt gelernt, den wir diesen alten Geistern entgegenbringen müssen. Das Team verbrachte die nächsten Tage damit, seine Funde zu dokumentieren und sicherzustellen, dass seine Erfahrungen und sein gewonnenes Wissen für künftige Generationen erhalten blieben. Sie wussten, dass ihre Arbeit einen nachhaltigen Einfluss auf das Gebiet der Archäologie haben würde,
indem sie Licht auf die Geheimnisse der Vergangenheit und die starken Verbindungen zwischen den Lebenden und den Toten werfen würde. Als sie ihr Lager zusammenpackten und sich darauf vorbereiteten, das Tal der Könige zu verlassen, warf Jonathan einen letzten Blick auf das Grab von Tutanchamun. Er fühlte eine tiefe Verbundenheit mit dem alten Pharao und seiner Familie, eine Bindung, die durch ihre gemeinsame Reise entstanden war. Der Spuk war vorbei, aber die Lektionen, die sie gelernt hatten, würden sie für immer begleiten. Sie waren Zeugen der Macht der Liebe, der Macht alter Flüche und der Bedeutung, die Vergangenheit zu ehren. Ihre Reise hatte sie verändert und sie waren bereit, ihre Suche fortzusetzen, bewaffnet mit neu gewonnenem Wissen und Respekt für die antike Welt. Als sie das Tal der Könige verließen und das erste Licht der Morgendämmerung über den Horizont brach, wussten sie, dass ihre Reise gerade erst begonnen hatte. Es gab noch viele Geheimnisse zu lüften, viele Mysterien zu lösen, aber sie waren bereit, vereint in ihrem Ziel und angetrieben von einer gemeinsamen Leidenschaft für Entdeckungen. Und als sie auf den Eingang von Tutanchamuns Grab zurückblickten, das nun im goldenen Licht der aufgehenden Sonne lag, empfanden sie ein Gefühl der Leistung und Erfüllung. Sie hatten die Geister besänftigt, die Vergangenheit geehrt und einen bleibenden Eindruck in der Welt der Archäologie hinterlassen. Das Tal der Könige barg noch viele weitere Geheimnisse und Jonathan und sein Team waren entschlossen, diese zu lüften, die Vergangenheit ans Licht zu bringen und das Erbe derer zu ehren, die vor ihnen gekommen waren. Ihre Reise war noch lange nicht zu Ende, aber sie waren bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen, die vor ihnen lagen, geleitet von der Weisheit und den Erfahrungen, die sie gesammelt hatten. Kapitel 5 – Das Museum des Schreckens, Teil 1 – Die dunklen Kräfte der Mumien. Die Artefakte aus Tutanchamuns Grab waren mit großem Pomp in das große ägyptische Museum in Kairo überführt worden. Das Museum, ein modernes architektonisches Wunderwerk, das die antiken Schätze Ägyptens beherbergen und bewahren soll, hatte dem jungen Pharao und seiner Familie einen ganzen Flügel gewidmet. Man rechnete damit, dass dieser Bereich Millionen von Besuchern anziehen würde, die die legendären Reliquien aus der Nähe sehen wollten. Dr. Jonathan Rivers und sein Team empfanden Erleichterung und Stolz, als die letzten Artefakte sorgfältig in ihre neuen Heime gebracht wurden. Sie hatten so viel durchgemacht, um diese historischen Stücke ans Licht zu bringen, und nun konnten sie endlich ruhen, da sie wussten, dass ihre Entdeckungen bewahrt und gewürdigt würden. Doch das Gefühl des Triumphs währte nur kurz. Von dem Moment an, als die Mumien ins Museum gebracht wurden, begannen seltsame Dinge zu geschehen. Zunächst waren die Vorfälle unbedeutender Natur, flackernde Lichter, plötzliche kalte Zugluft und das beunruhigende Gefühl, beobachtet zu werden. Die Mitarbeiter führten diese Vorkommnisse auf die umfangreichen elektronischen Systeme des Gebäudes oder die natürliche Setzung der neuen Struktur zurück. Doch im Laufe der Tage wurden die Phänomene intensiver und gefährlicher. Es begann mit den Kindern. Schulklassen gehörten zu den ersten Besuchern der neuen Ausstellung, und viele der jungen Schüler waren von den Mumien der Töchter Tutanchamuns angezogen. Diese Mumien, klein und zerbrechlich, waren in Glasvitrinen neben ihrem Vater ausgestellt. Die Kinder, fasziniert von den Geschichten des alten Ägypten, drängten sich dicht an das Glas, ihre Gesichter strahlten vor Neugier und Staunen. Eines Tages bemerkte eine Lehrerin einen kleinen Jungen namens Ahmed, der wie angewurzelt vor dem Schrank stand, in dem die Mumie der jüngeren Prinzessin lag. Sein Gesicht war blass, seine Augen weit aufgerissen vor Angst. Die Lehrerin rief seinen Namen, aber er antwortete nicht. Als sie seine Schulter berührte, brach er bewusstlos zu Boden. Ahmed wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte keine körperlichen Probleme bei ihm feststellen konnten. Stunden später wachte er auf, sein Körper war schwach und seine Haut kalt. Er konnte sich nicht erinnern, was geschehen war, nur dass er eine überwältigende Präsenz gespürt hatte, eine Dunkelheit, die in sein Innerstes einzudringen schien. Als sich der Vorfall herumsprach, berichteten immer mehr Kinder von seltsamen Erlebnissen. Sie hatten das Gefühl, als würden die Augen der Mumien ihnen folgen, hörten Flüstern in alten Sprachen und sahen aus den Augenwinkeln flüchtige Schatten. Mehrere weitere Kinder fielen nach dem Besuch der Ausstellung in Ohnmacht oder wurden krank, und jeder Fall war so rätselhaft und beunruhigend wie der vorherige. Jonathan, der dem Museum weiterhin verbunden war, um die ordnungsgemäße Pflege der Artefakte sicherzustellen, war von diesen Berichten zutiefst beunruhigt.
Er wusste, dass die Mumien mehr als nur historische Reliquien waren. Sie trugen die Last uralter Flüche und mächtiger, ruheloser Geister mit sich. Er berief eine Krisensitzung mit der Museumsdirektorin Dr. Nadia Hassan und dem Rest seines Teams ein. Als sie sich in einem Konferenzraum mit Blick auf die Ausstellung versammelten, war die Atmosphäre angespannt. Wir können nicht ignorieren, was passiert, sagte Jonathan mit ernster Stimme. Diese Vorfälle sind zu häufig und zu spezifisch, um bloßer Zufall zu sein. Die Mumien üben irgendeine Art von Einfluss aus, und dieser betrifft die Kinder am meisten. Dr. Hassan, eine pragmatische Frau mit jahrelanger Erfahrung auf diesem Gebiet, nickte langsam. Ich habe die Überwachungsaufnahmen überprüft und mit dem Personal gesprochen. Es gibt keine logische Erklärung für das, was passiert. Aber ich kann die Beweise, die uns vorliegen, nicht ignorieren. Wir müssen etwas unternehmen. Emily Carter, die maßgeblich an der Übersetzung der alten Texte beteiligt war, beugte sich vor. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Geister der Prinzessinnen nicht zur Ruhe kommen. Vielleicht reagieren sie auf ihre Trennung von Ankh-Esen-Amun und Tutanchamun, oder sie suchen nach etwas, das wir noch nicht entdeckt haben. David Foster, der Ausrüstungsspezialist, fügte hinzu: Wir müssen das Exponat sichern und eine gründliche Untersuchung durchführen. Wenn übernatürliche Kräfte im Spiel sind, müssen wir einen Weg finden, sie zu verstehen und, wenn möglich, zu neutralisieren. Das Team einigte sich auf einen Aktionsplan. Sie würden die Ausstellung vorübergehend für die Öffentlichkeit schließen und Überwachungsgeräte aufstellen, um etwaige Anomalien zu erfassen. Sie würden auch Experten für alte Flüche und übernatürliche Phänomene konsultieren, in der Hoffnung, eine Lösung zu finden, die sowohl die Artefakte als auch die Museumsbesucher schützen würde. Bei Einbruch der Dunkelheit verließen die Besucher das Museum, nur das Team und eine Handvoll Sicherheitskräfte waren noch da. Sie arbeiteten schnell und installierten Kameras, Bewegungsmelder und Wärmebildgeräte rund um die Ausstellung. Außerdem platzierten sie empfindliche Audiogeräte, um eventuell auftretende ungewöhnliche Geräusche aufzuzeichnen. Jonathan überlief ein Schauer, als er durch die schwach beleuchtete Halle ging. Die Glasvitrinen glänzten unheimlich im künstlichen Licht. Die Mumien lagen still darin, ihre Gesichter waren von mehreren Lagen Leinen und dem Lauf der Jahrtausende verdeckt. Doch er konnte eine Präsenz spüren, eine wachsame Aufmerksamkeit, die von den alten Überresten auszugehen schien. Als die Uhr Mitternacht schlug, versammelte sich das Team im Kontrollraum und verfolgte die Live-Übertragungen der Kameras. Eine Zeit lang schien alles normal. In den Gängen war es ruhig, die Fälle waren ungestört. Dann begann die Temperatur in der Ausstellung zu sinken. Die Wärmebildkameras registrierten eine plötzliche, unnatürliche Kälte, die sich rund um die Mumien der Prinzessinnen konzentrierte. Die Audioanlage nahm ein leises Flüstern auf, undeutlich, aber unverkennbar. Jonathan beugte sich nach vorne und fixierte den Bildschirm. Sehen Sie sich die Temperaturwerte an. Es ist, als würde die Wärme aus diesem Bereich abgezogen. Emily nickte, ihr Gesicht war blass. Und hör dir dieses Flüstern an. Es ist nicht nur Umgebungsgeräusch. Da ist etwas, oder jemand, das versucht zu kommunizieren. David passte die Lautstärke an und versuchte, die Stimmen zu isolieren. Dabei ertönte ein lautes, trauriges Heulen aus den Lautsprechern und erschreckte alle im Raum. Was zum Teufel war das? Rief Dr. Hassan und ihre Augen waren vor Angst weit aufgerissen. Bevor jemand antworten konnte, lösten die Bewegungssensoren einen Alarm aus. Die Kameras zeigten eine schattenhafte Gestalt, die sich durch die Halle bewegte und an den Vitrinen vorbeiging. Die Gestalt schien aus der Dunkelheit selbst zu bestehen und bewegte und floss wie Rauch. Jonathan spürte, wie ihm kalter Schweiß auf die Stirn trat. Das ist kein Mensch, flüsterte er. Das ist einer der Geister. Die Gestalt bewegte sich auf den Sarg der jüngeren Prinzessin zu, und ihre Form wurde deutlicher. Sie streckte ihre Hand aus und ging durch das Glas, als ob es nicht existierte. Die Mumie im Inneren begann schwach zu leuchten, ein pulsierendes Licht, das mit jeder Sekunde stärker wurde. Wir müssen etwas tun, sagte David eindringlich. Wir können nicht einfach hier sitzen und zusehen. Jonathan nickte, während seine Gedanken rasten. Wir müssen ein Eindämmungsritual durchführen. Etwas, um den Geist in Schach zu halten, bis wir herausgefunden haben, wie wir ihn richtig freilassen können.
Emily holte rasch ein Buch mit alten Zaubersprüchen und Beschwörungsformeln hervor, das sie mitgebracht hatten. Sie blätterte mit zitternden Fingern darin. »Hier«, sagte sie und zeigte auf eine Passage. »Das sollte funktionieren. Es ist ein Bindungszauber, der dazu gedacht ist, Geister in einem bestimmten Bereich festzuhalten.« Das Team eilte zur Ausstellung, ihr Atem war in der eisigen Luft sichtbar. Jonathan nahm Emily das Buch ab und begann die alten Worte zu rezitieren. Seine Stimme war fest, obwohl die Angst in seinem Innern nagte. Emily und David stimmten mit ein, und ihre Stimmen verschmolzen zu einem harmonischen Zauberspruch. Während sie sangen, drehte sich die schattenhafte Gestalt zu ihnen um, ihre Augen glühten in einem unheimlichen Licht. Sie stieß einen Schrei aus, ein Geräusch der Verzweiflung und Wut, das durch die Halle hallte. Jonathan überwand seine Angst und konzentrierte sich auf die Worte. Die Luft um sie herum schien dichter zu werden, die Schatten tiefer. Die Gestalt kam näher, aber das Team sprach weiter, ihre Stimmen wurden lauter und eindringlicher. Um die Särge der Mumien bildete sich eine Lichtbarriere, die vor Energie schimmerte und pulsierte. Die Gestalt wich zurück und flackerte, als sie auf die Barriere traf. »Weiter«, rief Jonathan. »Wir sind fast da.« Die Gestalt stieß einen letzten, gequälten Schrei aus, bevor sie sich in Luft auflöste und nur eine anhaltende Kälte hinterließ. Die Barriere verfestigte sich und hüllte die Mumien in ein schützendes Leuchten. Das Team ließ die Hände sinken und atmete stoßweise. Es war ihnen gelungen, den Geist einzusperren, aber sie wussten, dass dies nur eine vorübergehende Lösung war. »Wir müssen herausfinden, was es will«, sagte Emily mit zitternder Stimme. »Wir können es nicht für immer einsperren.« Jonathan nickte. »Einverstanden. Wir müssen tiefer in die Geschichte dieser Mumien eintauchen, ihre Verbindung zum Fluch verstehen und einen Weg finden, sie dauerhaft zu besänftigen.« Das Team verbrachte den Rest der Nacht damit, das Filmmaterial zu sichten und die gesammelten Daten zu analysieren. Sie kontaktierten Experten für alte Flüche und übernatürliche Phänomene in der Hoffnung, weitere Informationen und Erkenntnisse zu erhalten. Als die Dämmerung anbrach, machten sie endlich eine Pause, erschöpft, aber entschlossen. Sie wussten, dass sie es mit Kräften zu tun hatten, die ihr Verständnis überstiegen, aber sie waren entschlossen, eine Lösung zu finden. Die Sicherheit der Museumsbesucher und die Unversehrtheit der antiken Artefakte hingen davon ab. Am nächsten Tag blieb das Museum für die Öffentlichkeit geschlossen. Dr. Hassan gab eine öffentliche Erklärung ab, in der sie erklärte, dass sie wichtige Forschungsarbeiten durchführen und die Sicherheit der Exponate gewährleisten müssten. Sie versicherte der Öffentlichkeit, dass sie bald wieder öffnen würden, doch insgeheim wusste sie, dass sie sich in einem Wettlauf gegen die Zeit befanden. Jonathan und sein Team setzten ihre Nachforschungen fort, vertieften sich in historische Aufzeichnungen, befragten Experten und analysierten die Daten der vergangenen Nacht. Sie deckten weitere Einzelheiten über die Rituale und Bräuche des alten Ägypten auf und suchten nach Hinweisen, die ihnen helfen könnten, die dunklen Mächte zu verstehen, die hier am Werk waren. Als sie tiefer gruben, begannen sie, eine Theorie zusammenzustellen. Die Geister der Töchter Tutanchamuns waren nicht nur ruhelos, sie waren an einen mächtigen Fluch gebunden, der sie im Jenseits schützen sollte. Der Fluch sei jedoch durch die Ausgrabung und die anschließende Trennung der Mumien gestört worden. Die dunklen Mächte, die sie erlebten, waren Manifestationen der schützenden Natur des Fluches und reagierten auf die wahrgenommene Bedrohung durch ihre neue Umgebung. Die Geister waren von Natur aus nicht böswillig, aber sie wurden von einer uralten und unnachgiebigen Kraft dazu getrieben, sich zu verteidigen. Dem Team war klar, dass sie ein komplexes Ritual durchführen mussten, um den Fluch zu brechen und die Geister zu befreien. Dazu waren nicht nur ihr Wissen und ihre Erfahrung erforderlich, sondern auch ein tiefer Respekt für die alten Traditionen, mit denen sie es zu tun hatten. Als sie sich auf das Ritual vorbereiteten, wussten sie, dass sie vor ihrer bisher größten Herausforderung standen. Die dunklen Kräfte der Mumien waren gewaltig, aber sie waren entschlossen, dies durchzustehen. Sie würden die alten Pharaonen ehren, die Lebenden beschützen und hoffentlich den ruhelosen Geistern Frieden bringen. In der Nacht des Rituals herrschte im Museum reges Treiben. Das Team stellte die notwendige Ausrüstung auf, sammelte die erforderlichen Materialien und probte die Beschwörungsformeln. Sie wussten, dass es keinen Raum für Fehler gab. Das Ritual musste perfekt durchgeführt werden. Als Mitternacht heranrückte,
versammelten sie sich in der Ausstellungshalle. Ihre Herzen waren schwer angesichts der bevorstehenden Aufgabe. Sie nahmen ihre Positionen ein und ihre Blicke trafen sich in stiller Entschlossenheit. Jonathan begann mit der Beschwörung. Seine Stimme war fest und gebieterisch. Emily und David stimmten mit ein, ihre Stimmen harmonierten zu einem kraftvollen Gesang. Die Luft wurde voller Energie, die Temperatur sank im Verlauf des Rituals. Die Mumien begannen wieder zu leuchten, die Schutzbarriere um sie herum schimmerte. Das Team konzentrierte seine ganze Energie auf das Ritual, und ihre Stimmen steigerten sich zu einem Crescendo. Die dunklen Mächte in den Mumien brodelten, und die Geister manifestierten sich als Schattengestalten. Doch dieses Mal schienen sie nicht vorzurücken, sondern zuzuhören, angezogen von den uralten Worten, die gesprochen wurden. Als das Ritual seinen Höhepunkt erreichte, hielt Jonathan einen zeremoniellen Dolch hoch, dessen Klinge mit uralten Symbolen verziert war. Mit einem letzten, kraftvollen Gesang stieß er den Dolch in den Boden und brach damit symbolisch den Fluch. Licht und Energie strömten aus der Luft, die Schatten lösten sich in einem hellen Blitz auf. Das Leuchten der Mumien verblasste und hinterließ nur die friedliche Stille der Halle. Das Team stand schweigend da und atmete stoßweise. Sie hatten es geschafft. Der Fluch war gebrochen und die Geister besänftigt. Dr. Hassan betrat den Saal. Ihr Gesicht zeigte Erleichterung und Ehrfurcht. »Ist es vorbei?« fragte sie, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Jonathan nickte. »Ja, es ist vorbei. Die Geister haben jetzt Frieden gefunden.« Das Team umarmte sich, ihre Herzen erfüllt von einem Gefühl der Leistung und Erleichterung. Sie hatten sich der Dunkelheit gestellt und waren siegreich daraus hervorgegangen, indem sie die alten Traditionen ehrten und die Lebenden beschützten. Als sie die Ausstellungshalle verließen und das erste Licht der Morgendämmerung über den Horizont brach, wussten sie, dass sie etwas Bemerkenswertes erreicht hatten. Sie hatten die Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart überbrückt, den alten Geistern Frieden gebracht und die Sicherheit der Museumsbesucher gewährleistet. Ihre Reise war noch lange nicht zu Ende, aber sie waren bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen, die vor ihnen lagen. Vereint in ihrem Ziel und geleitet von der Weisheit der Alten, würden sie weiterhin die Geheimnisse der Vergangenheit aufdecken und das Erbe derer ehren, die vor ihnen gekommen waren. Kapitel 5 – Das Museum des Schreckens, Teil 2 – Tödliche Begegnungen. Das Grand Egyptian Museum war zu einem Anziehungspunkt für Geschichtsliebhaber und Touristen aus aller Welt geworden. Die Aufregung um die neu eröffnete Tutanchamun-Ausstellung wurde jedoch durch Gerüchte über seltsame Vorkommnisse und unerklärliche Zwischenfälle getrübt. Das anfängliche Unbehagen wurde bald von blanker Angst abgelöst, als die dunklen Kräfte der Mumien immer aggressiver zutage traten und zu tödlichen Begegnungen führten, die bei allen, die sie miterlebten, bleibende Spuren hinterließen. Die erste tödliche Begegnung ereignete sich an einem ruhigen Dienstagnachmittag. Eine Gruppe von Kindern einer örtlichen Schule war gekommen, um das Museum zu besuchen. Ihr Lachen und Geschnatter erfüllte die Gänge. Unter ihnen war Laila, eine aufgeweckte und neugierige Achtjährige mit einem ausgeprägten Interesse am alten Ägypten. Sie war besonders fasziniert von den Mumien der Töchter Tutanchamuns, deren kleine, zarte Formen einen starken Kontrast zu den prachtvollen Artefakten ihres Vaters bildeten. Als sich die Kinder um die Glasvitrinen versammelten, fühlte Laila eine seltsame Anziehungskraft zur Mama der jüngeren Prinzessin. Sie ignorierte die Anweisungen des Führers und drückte ihre Hand gegen das Glas, wobei ihr Atem die Oberfläche beschlug. Ihre Freunde kicherten und gesellten sich zu ihr, ihre Gesichter dicht an die Vitrine gedrückt. Plötzlich spürte Laila ein scharfes, eisiges Gefühl durch ihre Hand und ihren Arm schoss. Sie schnappte nach Luft und versuchte, sich loszureißen, aber ihre Hand schien am Glas festzukleben. Ihre Augen weiteten sich vor Angst, als sie die Augen der Mumie schwach glühen sah und die Leinentücher sich bewegten, als ob die alte Prinzessin aus ihrem ewigen Schlaf erwachte. Ihre Schreie durchdrangen die Luft und erregten die Aufmerksamkeit des Führers und der anderen Kinder. Sie eilten zu ihr, doch als sie versuchten, sie wegzuziehen, spürten auch sie die eisige Kälte, die sich durch ihre Glieder ausbreitete. Der Führer schaffte es, sich loszureißen, Laila zu packen und sie mit aller Kraft von dem Koffer wegzureißen. Laila brach bewusstlos zu Boden, ihre Haut war kalt und blass. Die anderen Kinder wichen ängstlich zurück und ihre Blicke huschten zwischen Laila und der nun reglosen Mama hin und her. Der Führer rief schnell Hilfe und Laila wurde ins Krankenhaus gebracht,
wo sie mehrere Tage im Koma lag. Die Nachricht von dem Vorfall verbreitete sich schnell und die Museumsmitarbeiter wurden immer alarmierter. Dr. Jonathan Rivers und sein Team wussten, dass die Kräfte der Mumien zunahmen, aber mit einer so direkten und tödlichen Manifestation hatten sie nicht gerechnet. Sie intensivierten ihre Forschungen in der Hoffnung, einen Weg zu finden, die dunklen Mächte einzudämmen, bevor noch mehr Leben in Gefahr gerieten. Trotz ihrer Bemühungen gingen die Spukereien weiter und wurden immer brutaler und unberechenbarer. Eines Nachts machte der diensthabende Sicherheitsbeamte Ahmed seine Runde, als er ein leises, melodisches Summen aus der Tutanchamun-Ausstellung hörte. Neugierig folgte er dem Geräusch, das aus den Vitrinen der Mumien zu kommen schien. Als er näher kam, wurde das Summen lauter und eindringlicher. Ahmed verspürte einen seltsamen Drang, näher zu kommen. Sein Geist war von der hypnotischen Melodie getrübt. Er streckte die Hand aus, um das Glas zu berühren. Seine Finger zitterten. In dem Moment, als seine Hand den Körper berührte, hörte das Summen auf und wurde durch eine frostige Stille ersetzt. Die Luft wurde kalt und Ahmed spürte, wie sich ein Druck in seiner Brust aufbaute, der ihm das Atmen erschwerte. Er versuchte, sich loszureißen, aber seine Hand steckte fest, als ob ihn eine unsichtbare Kraft festhielt. Die Mumie der älteren Prinzessin begann zu leuchten, ihre Leinenhüllen lösten sich leicht und enthüllten eine ausgetrocknete Hand, die sich nach ihm ausstreckte. Ahmeds Augen weiteten sich vor Entsetzen, aber er konnte sich nicht bewegen, nicht schreien. Die Hand der Mumie ging durch das Glas, ihre skelettartigen Finger schlossen sich um sein Handgelenk. Ein scharfer Schmerz durchfuhr Ahmeds Körper und er spürte, wie ihm seine Lebenskraft entwich. Seine Sicht verschwamm und Dunkelheit breitete sich an den Rändern seines Sichtfelds aus. Er versuchte dagegen anzukämpfen, aber die Kälte war zu stark und raubte ihm seine Kraft und seinen Willen. Als die Morgenschicht eintraf, fanden sie Ahmed leblos auf dem Boden liegen. Seine Haut war verschrumpelt und seine Augen waren weit geöffnet, ein letzter, stummer Schrei war zu hören. Der Anblick schockierte das Museumspersonal und Gerüchte über einen tödlichen Fluch verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Dr. Rivers wusste, dass sie schnell handeln mussten. Die Mumien waren nicht nur Artefakte, sie waren Kanäle für eine mächtige und gefährliche Kraft, die mit jedem Tag stärker wurde. Er berief eine Krisensitzung mit Dr. Nadia Hassan und dem Rest seines Teams ein, um einen Plan zum Schutz des Museums und seiner Besucher auszuarbeiten. Wir können das nicht länger geheim halten, sagte Dr. Hassan mit besorgtem Gesichtsausdruck. Die Öffentlichkeit muss informiert werden, und wir müssen die Ausstellung schließen, bis wir die Bedrohung neutralisieren können. Jonathan nickte. Einverstanden. Wir müssen die Mumien einsperren und eine gründlichere Untersuchung durchführen. Das geht über unser anfängliches Verständnis des Fluchs hinaus. Es entwickelt sich weiter und wir müssen unseren Ansatz anpassen. Das Team beschloss, die Ausstellung abzuriegeln und die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Sie holten Experten für alte Flüche und übernatürliche Phänomene ins Haus, in der Hoffnung, eine Lösung zu finden. Die Schließung des Museums wurde angekündigt und die Öffentlichkeit aufgefordert, bis auf Weiteres fernzubleiben. Trotz der erhöhten Vorsichtsmaßnahmen richteten die dunklen Kräfte der Mumien weiterhin Chaos an. Eines Abends schlich sich eine Gruppe neugieriger Teenager in das Museum, in der Hoffnung, die Spukereien für ihre Social-Media-Konten zu filmen. Bewaffnet mit Taschenlampen und Kameras machten sie sich auf den Weg zu der abgesperrten Ausstellung, während ihr Gelächter durch die leeren Hallen hallte. Als sie sich den Särgen der Mumien näherten, sank die Temperatur und ihre Taschenlampen flackerten. Unbeirrt begannen sie zu filmen und flüsterten aufgeregt über das Potenzial für viralen Ruhm. Plötzlich war die Luft voller Angst. Die Glasvitrinen beschlugen und ein schwaches, geisterhaftes Licht begann von den Mumien auszugehen. Die Teenager empfanden eine überwältigende Angst, konnten aber nicht wegsehen. Die Mumie der älteren Prinzessin begann sich zu bewegen, ihre Leinenhüllen raschelten, als sei eine Brise durch den versiegelten Sarg geweht. Einer der Teenager, ein Junge namens Sam, trat näher und richtete seine Kamera auf den unheimlichen Anblick. Ohne Vorwarnung öffneten sich die Augen der Mumie und leuchteten in einem unheimlichen Licht. Das Glas zersplitterte und ein heftiger Windstoß warf Sam zu Boden. Die anderen Teenager rannten schreiend davon, aber die Türen der Ausstellung schlugen zu und sie waren gefangen. Sam versuchte wegzukriechen, aber die Hand der Mumie streckte sich aus und ihre skelettartigen Finger schlossen sich um seinen Knöchel. Er spürte eine Kälte,
die so intensiv war, dass es brannte, und seine Schreie hallten durch den Flur. Die anderen Teenager sahen entsetzt zu, wie Sams Körper zuckte und seine Lebenskraft vor ihren Augen schwand. Als das Sicherheitsteam schließlich durch die Türen brach, fanden sie Sams leblosen Körper und die anderen Teenager, die traumatisiert und schluchzend in einer Ecke zusammengekauert waren. Die Museumsmitarbeiter wussten, dass sie es mit etwas zu tun hatten, das weit außerhalb ihrer Kontrolle lag. Dr. Rivers und sein Team verdoppelten ihre Bemühungen, konsultierten jeden verfügbaren Experten und erkundeten alle möglichen Wege. Sie wussten, dass die dunklen Kräfte der Mumien immer stärker wurden und die Zeit knapp wurde. Eines Nachts, als sie über alten Texten brüteten und spirituelle Berater befragten, bekamen sie Besuch von einem unerwarteten Gast. Ein älterer Mann, in traditionelle ägyptische Gewänder gekleidet, stellte sich als Scheich Abdul Rahman vor, ein berühmter spiritueller Heiler und Gelehrter alter Flüche. »Ich habe von ihrem Schicksal gehört«, sagte Scheich Abdul mit ruhiger, fester Stimme. »Die Geister, mit denen sie es zu tun haben, sind nicht nur verflucht, sie sind durch eine mächtige, uralte Magie gebunden. Um diesen Fluch zu brechen, müssen sie seine Ursprünge verstehen und ein Ritual von großer Bedeutung durchführen.« Dr. Rivers hörte aufmerksam zu, als Scheich Abdul die Geschichte und die Natur des Fluchs erklärte. Die Mumien waren nicht nur Opfer eines Schutzzaubers, sie waren Wächter, die ihre Ruhestätte verteidigen und Rache an denen üben mussten, die sie störten. Um diese Geister zu besänftigen, müssen sie ihnen Respekt und Ehre erweisen, fuhr Scheich Abdul fort. Sie müssen sie mit ihrer Familie wieder vereinen und ein Ritual durchführen, um ihre Seelen von ihren irdischen Fesseln zu befreien. Nur dann werden die dunklen Mächte besänftigt und die Spukereien hören auf. Unter der Anleitung von Scheich Abdul bereitete sich das Team auf das Ritual vor. Sie sammelten die notwendigen Materialien und studierten die Beschwörungsformeln, wohl wissend, dass dies ihre letzte Hoffnung war. Das Museum blieb geschlossen und die Öffentlichkeit wartete ungeduldig auf Neuigkeiten. Am Abend des Rituals versammelte sich das Team voller Vorfreude in der Ausstellungshalle. Scheich Abdul führte sie durch die Vorbereitungen, und seine Anwesenheit wirkte beruhigend auf die angespannte Atmosphäre. Gegen Mitternacht begannen sie mit dem Ritual, sangen die alten Worte und brachten den Geistern Opfer dar. Die Luft wurde erfüllt von Energie, die Temperatur sank, als die Särge der Mumien zu glühen begannen. Die Geister manifestierten sich erneut, ihre Gestalten waren schattenhaft und undeutlich. Doch dieses Mal schienen sie zuzuhören, anstatt anzugreifen, und von der Macht des Rituals angezogen. Das Team setzte die Beschwörung fort, ihre Stimmen wurden stärker und selbstbewusster. Um die Mumien bildete sich eine Lichtbarriere, die vor Energie schimmerte. Die Geister kamen näher, ihre Augen füllten sich mit einer Mischung aus Wut und Trauer. Jonathan trat vor und hielt einen zeremoniellen Dolch, der mit uralten Symbolen beschriftet war. »Mit diesem Dolch zerbrechen wir die Fesseln, die euch festhalten«, sagte er mit fester Stimme. »Wir ehren euch und befreien euch von euren irdischen Fesseln. Geht in Frieden und möge euer Geist Ruhe finden.« Mit einem letzten, kraftvollen Gesang stieß er den Dolch in den Boden. Licht und Energie strömten aus der Luft, die Schatten lösten sich in einem hellen Blitz auf. Das Leuchten der Mumien verblasste und hinterließ nur die friedliche Stille der Halle. Das Team stand schweigend da und atmete stoßweise. Sie hatten es geschafft. Der Fluch war gebrochen und die Geister besänftigt. Als sie gingen, als sie die Ausstellungshalle betraten und das erste Licht der Morgendämmerung über den Horizont brach, wussten sie, dass sie etwas Bemerkenswertes erreicht hatten. Sie hatten die Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart überbrückt, den alten Geistern Frieden gebracht und die Sicherheit der Museumsbesucher gewährleistet. Ihre Reise war noch lange nicht zu Ende, aber sie waren bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen, die vor ihnen lagen. Vereint in ihrem Ziel und geleitet von der Weisheit der Alten, würden sie weiterhin die Geheimnisse der Vergangenheit aufdecken und das Erbe derer ehren, die vor ihnen gekommen waren. Kapitel 5 – Das Museum des Schreckens, Teil 3 – Der Fluch breitet sich aus. Das Grand Egyptian Museum war über einen Monat lang für die Öffentlichkeit geschlossen, doch der Fluch der Mumien Tutanchamuns ließ nicht nach, trotz der tapferen Bemühungen von Dr. Jonathan Rivers und seinem Team schien die bösartige Macht stärker zu werden und ihren Einfluss über die Grenzen des Museums hinaus auf die umliegende Stadt auszudehnen.
In den Straßen Kairos halten Gerüchte über uralte Rache wider, und die einst so geschäftige Metropole wurde von einer immer größer werdenden Angst erfasst. Es begann mit subtilen Veränderungen. Die Temperatur rund um das Museum sank deutlich, sogar auf dem Höhepunkt des glühend heißen ägyptischen Sommers. Anwohner berichteten, dass sie nachts seltsame, unheimliche Flüstergeräusche hörten, Stimmen, die in einer längst vergessenen Sprache sprachen. Haustiere und streunende Tiere mieden das Gebiet, da sie instinktiv eine Gefahr spürten, die Menschen noch nicht begreifen konnten. Eines Abends beschloss eine kleine Gruppe junger Archäologen, die unbedingt die Geheimnisse des Fluchs lüften wollten, das abgeriegelte Museum zu betreten. Sie glaubten, wenn sie die übernatürlichen Ereignisse dokumentieren könnten sie einen Weg finden, den Fluch zu verstehen und schließlich zu brechen. Ausgestattet mit Hightech-Ausrüstung und angetrieben von einer Mischung aus Neugier und Skepsis betraten sie das Museum durch eine versteckte Servicetür. Während sie durch die dunklen Hallen gingen, wurde die Luft schwer und es lag eine gewisse Vorahnung in der Luft. Ihre Taschenlampen flackerten und warfen lange, tanzende Schatten auf die antiken Artefakte. Je tiefer sie vordrangen, desto stärker wurde das Gefühl, beobachtet zu werden. Eine der Archäologinnen, eine junge Frau namens Sarah, spürte einen eisigen Schauer über ihren Rücken laufen, als würden unsichtbare Finger ihre Haut berühren. In der Ausstellungshalle, wo die Mumien von Tutanchamuns Töchtern lagen, war die Luft noch kälter. Die Gruppe baute ihre Ausrüstung auf und bereitete sich darauf vor, alle Anzeichen des Übernatürlichen einzufangen. Während sie arbeiteten, begann ein sanftes, geisterhaftes Licht aus den Vitrinen der Mumien zu strahlen. Die Archäologen tauschten nervöse Blicke, ihre anfängliche Tapferkeit schwand angesichts der spürbaren Anspannung. Plötzlich begannen die Glasvitrinen zu vibrieren und ein leises, trauriges Heulen erfüllte die Luft. Die Archäologen erstarrten, ihre Augen weiteten sich vor Angst. Die Leinenhüllen der Mumien begannen sich aufzulösen und die geisterhaften Gestalten der jungen Prinzessinnen kamen zum Vorschein, deren Augen in einem unheimlichen Licht leuchteten. Die Geister schwebten auf die Eindringlinge zu, ihre Mienen eine Mischung aus Trauer und Wut. Sarahs Schrei hallte durch die Halle, als die Geister ihre Hände ausstreckten und durch ihren Körper fuhren. Sie spürte einen stechenden Schmerz, als würde ihre Seele zerrissen. Die anderen versuchten, sie wegzuziehen, aber der Griff der Geister war zu stark. Mit einem letzten, verzweifelten Schrei brach Sarah leblos zu Boden. Panik brach aus, als die verbliebenen Archäologen das Museum verließen und in ihrer Eile ihre Ausrüstung zurückließen. Atemlos und verängstigt stürmten sie auf die Straße und verbreiteten die Nachricht von dem, was sie gesehen hatten. Die Angst der Stadt verwandelte sich in regelrechte Hysterie, als sich die Nachricht von Sarahs Tod und dem wachsenden Fluch wie ein Lauffeuer verbreitete. Die nächsten Tage waren von einer Reihe zunehmend bizarrer und tödlicher Ereignisse geprägt. In einem nahegelegenen Wohnhaus wurde eine ältere Frau namens Fatima mitten in der Nacht von schlurfenden Schritten in ihrem Wohnzimmer geweckt. Sie dachte, es sei ein Einbrecher, schnappte sich eine Taschenlampe und ging vorsichtig in die Richtung des Geräusches. Als sie den Raum betrat, erblickte sie eine geisterhafte Gestalt, deren Augen in demselben unheimlichen Licht leuchteten wie die der Mumien. Fatimas Schrei wurde unterbrochen, als die Gestalt sich auf sie stürzte und sie mit ihrer eisigen Berührung an Ort und Stelle erstarren ließ. Ihre Nachbarn fanden sie am nächsten Morgen, ihr Körper kalt und leblos, ihr Gesicht zu einer Maske des Schreckens erstarrt. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich überall in der Stadt, einer schrecklicher als der andere. Menschen berichteten, sie hätten die Geister der alten Ägypter durch die Straßen wandern sehen, deren trauriges Wehklagen die Nachtluft erfüllte. Dr. Jonathan Rivers und sein Team waren mit ihrem Latein am Ende. Sie hatten alles in ihrer Macht Stehende versucht, um den Fluch einzudämmen, aber es war klar, dass sie es mit Kräften zu tun hatten, die ihr Verständnis überstiegen. Aus Verzweiflung suchten sie Hilfe bei einer unerwarteten Quelle, einem berühmten Medium namens Laila Hassan, bekannt für ihre Fähigkeit, mit der Geisterwelt zu kommunizieren. Laila kam mit einer ruhigen, selbstbewussten Ausstrahlung im Museum an, ihre Anwesenheit war ein Hoffnungsschimmer inmitten des Chaos. Sie hielt eine Seance in der Ausstellungshalle ab, in der Hoffnung, mit den Geistern Kontakt aufzunehmen und ihre Motive zu verstehen. Als sie in Trance verfiel, sank die Temperatur im Raum drastisch und die geisterhaften Gestalten der Mumien erschienen erneut. Durch Laila sprachen die Geister von ihrer Qual und ihrem Wunsch nach Frieden.
Sie offenbarten, dass ihre Unruhe von der Störung ihrer Ruhestätte und der Trennung von ihrer Familie herrührte. Der Fluch war ein verzweifelter Akt des Schutzes gewesen, hatte jedoch ein Eigenleben entwickelt, genährt durch die anhaltende Trauer und Wut der alten Prinzessinnen. Layla verstand ihre Notlage und teilte ihnen mit, dass das Team die Absicht habe, die Mumien wieder zu vereinen und ihr Vermächtnis zu ehren. Die Geister schienen sich zu beruhigen, ihr Leuchten ließ etwas nach. Es war ein kleiner Sieg, aber er gab Jonathan und seinem Team neue Zielstrebigkeit. Sie machten sich sofort an die Arbeit und bereiteten die Überführung der Mumien in ein neu errichtetes, geweihtes Grab vor, das zu Ehren Tutanchamuns und seiner Familie errichtet wurde. Der Prozess war voller Gefahren, da der Einfluss des Fluchs noch immer anhielt, aber das Team hielt durch, angetrieben von dem Wissen, dass dies ihre einzige Chance war, den Albtraum zu beenden. Während die Mumien vorsichtig zu ihrer neuen Ruhestätte gebracht wurden, hielt die Stadt den Atem an. Auf den Straßen herrschte eine unheimliche Stille, das übliche geschäftige Treiben war einer ängstlichen Stille gewichen. Schließlich wurden die Mumien in ihrem neuen Grab zur Ruhe gebettet und ein mächtiges Ritual durchgeführt, um den Fluch zu versiegeln und den ruhelosen Geistern Frieden zu bringen. In den folgenden Tagen normalisierten sich die Temperaturen wieder und das unheimliche Flüstern verklang. Die Geister von Tutanchamuns Töchtern fanden endlich Frieden. Ihre tragische Geschichte war eine ergreifende Erinnerung an die Macht der Liebe und die Folgen, die es hat, wenn man die Vergangenheit aufwühlt. Das Grand Egyptian Museum wurde mit neuer Ehrfurcht vor den antiken Artefakten, die es beherbergte, wiedereröffnet. Besucher wurden mit einer Tafel begrüßt, die die Geschichte der Mumien und des Fluchs erzählte, ein Zeugnis des fortwährenden Vermächtnisses von Tutanchamun und seiner Familie. Die Stadt Kairo kehrte langsam zur Normalität zurück, aber die Erinnerung an die tödlichen Begegnungen und den sich ausbreitenden Fluch würde den Bewohnern noch jahrelang im Gedächtnis bleiben. Dr. Jonathan Rivers und sein Team setzten ihre Arbeit fort, nun mit tieferem Respekt für die alten Geister, die sie studierten. Sie wussten, dass die Vergangenheit viele Geheimnisse barg und dass die Grenze zwischen Geschichte und Übernatürlichem oft dünner war, als sie es sich je vorgestellt hatten. Kapitel 6 – Die Flucht und die letzte Konfrontation, Teil 1 – Verzweifelte Maßnahmen. Die Sonne versank hinter dem Horizont und tauchte das Grand Egyptian Museum in Schatten, während Dr. Jonathan Rivers und sein Team sich in der provisorischen Kommandozentrale zusammenkauerten, die sie im Büro des Kurators eingerichtet hatten. Die letzten Wochen waren eine grauenhafte Tortur gewesen, voller unerbittlicher Spukereien, unerklärlicher Phänomene und der drohenden Gefahr des Fluchs, der seine dunklen Ranken über die ganze Stadt ausgebreitet hatte. Als die Nacht hereinbrach, breitete sich eine bedrückende Stille über den Raum aus, die nur durch das gelegentliche Summen ihrer Geräte unterbrochen wurde. Jonathan fuhr sich mit der Hand durch sein zerzaustes Haar, sein Gesicht war von Erschöpfung und Entschlossenheit gezeichnet. Wir brauchen einen neuen Ansatz, sagte er mit heiserer Stimme vom Schlafmangel. Alles, was wir bisher versucht haben, hat die Geister nur noch wütender gemacht. Layla Hassan, das Medium, das bei der Kommunikation mit den alten Geistern eine wichtige Rolle gespielt hatte, nickte ernst. Die Geister von Tutanchamuns Familie sind durch mächtige Magie gebunden. Um den Fluch zu brechen, müssen wir seinen Ursprung verstehen und einen Weg finden, ihn rückgängig zu machen. Professor Mahmoud, der leitende Ägyptologe des Museums, blätterte durch einen Stapel antiker Texte und Schriftrollen, die sie seit Tagen studiert hatten. Es muss etwas geben, das uns entgeht, murmelte er. Einen Hinweis, ein Ritual, das die Geister besänftigen und diesen Albtraum beenden kann. Während das Team tiefer in seine Forschung eintauchte, schloss Layla die Augen und begann zu meditieren, in der Hoffnung, Führung aus der Geisterwelt zu erhalten. Die Luft im Raum wurde kälter und ein leises Flüstern erfüllte die Stille. Laylas Augen öffneten sich plötzlich, ihr Blick war intensiv und konzentriert. Ich hatte eine Vision, sagte sie mit dringlicher Stimme. Der Fluch kann nur gebrochen werden, indem wir die Mumien von Tutanchamuns Familie wiedervereinen und ein heiliges Ritual durchführen, das seit jeher verloren ist. Aber dazu müssen wir ein uraltes Artefakt namens Ankh von Maat zurückholen, das den Schlüssel zur Umkehrung des Fluchs enthält. Jonathan runzelte konzentriert die Stirn. Das Ankh von Maat. Ich habe davon gelesen. Es soll ein mächtiger Talisman sein, der Gleichgewicht und Gerechtigkeit verkörpert. Aber es ist seit Jahrhunderten verschwunden. Professor Mahmoud beugte sich vor,
seine Augen glänzten vor Aufregung. In den alten Archiven gibt es Hinweise auf das Ankh. Der Legende nach war es in einer geheimen Kammer im Tal der Könige versteckt, einem Ort, den nur die vertrauenswürdigsten Priester der Zeit kannten. Entschlossen, den Fluch ein für allemal zu brechen, schmiedete das Team schnell einen Plan. Sie würden ins Tal der Könige reisen und nach der verborgenen Kammer suchen, geleitet von den alten Texten und Lailas übersinnlichen Fähigkeiten. Die Reise würde gefährlich sein, aber es war ihre einzige Hoffnung. Am nächsten Morgen machten sich Jonathan, Laila, Professor Mahmoud und eine ausgewählte Gruppe von Archäologen und Sicherheitskräften auf den Weg zum Tal der Könige. Die Wüstenlandschaft erstreckte sich vor ihnen und erinnerte eindringlich an den Lauf der Zeit und das fortwährende Erbe des alten Ägypten. Als sie sich dem Tal näherten, spürte das Team die Last der Geschichte, die auf ihnen lastete, und eine Vorahnung machte sich in ihren Herzen breit. Mit den alten Texten als Leitfaden navigierte das Team durch die labyrinthartigen Gänge und verborgenen Kammern des Tals. Stunden wurden zu Tagen, während sie akribisch nach Hinweisen suchten, und ihre Entschlossenheit blieb trotz der zunehmenden Herausforderungen unerschütterlich. Die drückende Hitze, das tückische Gelände und das allgegenwärtige Gefühl, beobachtet zu werden, forderten ihren Tribut, aber sie machten weiter, getrieben von der Dringlichkeit ihrer Mission. Am dritten Tag führten Lailas übersinnliche Sinne sie in einen abgelegenen Teil des Tals, wo sie einen verborgenen Eingang entdeckten, der durch Jahrhunderte von Sand und Gestein verdeckt war. Als sie den Eingang passierten, lag eine gespannte Erwartung in der Luft. Dies war sie, die verborgene Kammer, in der sich der Schlüssel zur Brechung des Fluchs befand. Der Raum war dunkel und muffig, erfüllt von den Überresten alter Rituale und dem Echo längst vergessener Gebete. In der Mitte des Raumes stand ein Steinsockel, auf dem das Ankh von Maat ruhte. Der Talisman schimmerte in einem überirdischen Licht, seine komplizierten Schnitzereien und Symbole strahlten Kraft und uralte Weisheit aus. Als Jonathan das Ankh vorsichtig von seinem Platz hob, hallte ein leises Grollen durch die Kammer. Die Wände schienen vor Energie zu pulsieren und die Luft war erfüllt von der Präsenz unsichtbarer Kräfte. Das Team wusste, dass sie nur noch wenig Zeit hatten. Sie kehrten schnell an die Oberfläche zurück und hatten das Ankh von Maat sicher in ihren Händen. Zurück im Grand Egyptian Museum bereitete sich das Team auf das Abschlussritual vor. Sie sammelten die Mumien von Tutanchamuns Familie und stellten sie in einem heiligen Kreis in der Ausstellungshalle auf. Laila stand mit dem Ankh von Maat in der Hand in der Mitte und war bereit, das Ritual durchzuführen, das den Fluch beenden würde. Als das Ritual begann, wurde es im Raum kalt und die geisterhaften Gestalten der alten Geister erschienen erneut. Ihre Augen glühten in einer Mischung aus Hoffnung und Trauer, als sie zusahen, wie Laila die alten Zaubersprüche rezitierte und die Macht des Ankh anrief. Die Luft knisterte vor Energie und die Mumien begannen in einem ätherischen Licht zu leuchten. Jonathan und die anderen beobachteten voller Ehrfurcht, wie die Geister von Tutanchamuns Familie zum Ankh hingezogen wurden und ihre Gestalten zu einem einzigen strahlenden Lichtstrahl verschmolzen. Die bedrückende Last des Fluchs löste sich und wurde durch ein Gefühl von Frieden und Ruhe ersetzt. Das Ritual erreichte seinen Höhepunkt und mit einem letzten Lichtblitz waren die Geister verschwunden. Ihre lange Reise war endlich zu Ende. Die Mumien ruhten, ihre Seelen waren von den Fesseln des Fluchs befreit. Das Ankh von Maat, dessen Zweck erfüllt war, erlosch und kehrte in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Das Team atmete kollektiv erleichtert auf, denn die Tortur war endlich vorüber. Sie hatten unvorstellbare Schrecken erlebt und uralte Geheimnisse aufgedeckt, aber am Ende hatten sie gesiegt. Der Fluch Tutanchamuns war gebrochen und die Seelen seiner Familie fanden Frieden. Als sie die Ausstellungshalle verließen und das erste Licht der Morgendämmerung über den Horizont brach, wussten sie, dass sie etwas Bemerkenswertes erreicht hatten. Sie hatten die Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart überbrückt, den alten Geistern Frieden gebracht und die Sicherheit der Museumsbesucher gewährleistet. Ihre Reise war noch lange nicht zu Ende, aber sie waren bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen, die vor ihnen lagen. Vereint in ihrem Ziel und geleitet von der Weisheit der Alten, würden sie weiterhin die Geheimnisse der Vergangenheit aufdecken und das Erbe derer ehren, die vor ihnen gekommen waren. Kapitel 6 – Die Flucht und die letzte Konfrontation, Teil 2 – Konfrontation mit den Mumien. Das Grand Egyptian Museum hatte noch nie so bedrohlich ausgesehen.
Schatten tanzten im Mondlicht und erweckten die Illusion von Bewegung, wo keine war, und in der Luft lag eine fast greifbare Angst. Dr. Jonathan Rivers, Laila Hassan, Professor Mahmoud und der Rest ihres Teams standen am Eingang der Ausstellungshalle. Ihr Atem ging flach, ihre Nerven waren angespannt. Im Inneren waren die Mumien von Tutanchamuns Familie mit makaberer Eleganz aufgebahrt, ihre alten Umhüllungen bewahrten noch immer die Gestalt der Toten. Diese Mumien waren die Quelle des Fluchs, und das Team war durch die Spukerscheinungen, die sie plagten, an den Rand des Wahnsinns getrieben worden. Nun war es an der Zeit, die Quelle ihres Schreckens direkt zu konfrontieren. »Sind wir bereit?« fragte Jonathan mit fester, aber leiser Stimme. Er blickte jedes Teammitglied an und suchte nach Anzeichen von Zögern. Keiner zeigte äußerlich Angst, aber die Anspannung in ihren Augen war unverkennbar. Laila umklammerte das Ankh von Maat fest, ihre Knöchel waren weiß. »Das ist unsere einzige Chance«, sagte sie. »Die Geister sind an diese Körper gebunden. Wir müssen das Ritual durchführen, um ihre Seelen wieder zu vereinen und den Fluch zu beenden.« Das Team bewegte sich geschlossen vorwärts, ihre Schritte hallten durch die höhlenartige Halle. Sie stellten sich in einem Kreis um die Mumien auf, und jeder nahm seine Position mit einer Feierlichkeit ein, die der Ernsthaftigkeit der Situation angemessen war. Laila stand in der Mitte und hielt das Ankh von Maat hoch. »Beginnen Sie mit der Beschwörung«, wies Professor Mahmoud an, seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Laila schloss die Augen und begann in einer so alten Sprache zu singen, dass ihre Worte mit den Steinen des Museums selbst zu schwingen schienen. Während sie sprach, wurde die Luft um sie herum kälter und ein leises Summen erfüllte den Saal, als würde das Gewebe der Realität durch die Macht ihrer Worte verändert. Die Mumien begannen sich zu rühren. Zuerst war es nur eine leichte Bewegung, ein Zucken eines Fingers, eine Bewegung eines Körperteils. Doch dann erhoben sie sich eine nach der anderen, und ihre Augen leuchteten in einem unnatürlichen Licht. Das Team beobachtete voller entsetzter Faszination, wie die Mumien aufstanden, deren Körper von einer uralten und bösartigen Macht belebt wurden. »Sing weiter«, drängte Jonathan, und seine Stimme zitterte vor Anstrengung, ruhig zu bleiben. Lailas Stimme wurde lauter und eindringlicher, während sie das Ankh von Maat hoch über ihren Kopf hielt. Das Artefakt glühte in einem hellen Licht und warf lange Schatten durch den Raum. Die Mumien wichen zurück, ihre Bewegungen wurden immer unberechenbarer und wilder. Die Luft war erfüllt von einer Kakophonie unheimlichen Geheuls, den Stimmen der alten Geister, die vor Angst und Wut schrien. Die Temperatur sank weiter und das Team konnte sehen, wie ihr Atem in der Luft zu Nebel versank. Plötzlich stürzte sich eine der Mumien auf Laila und streckte ihre verwesten Hände aus, um sie zu ergreifen. Jonathan sprang vor und schwang eine improvisierte Fackel, die er zuvor vorbereitet hatte. Er schwang sie nach der Mumie, doch die Flammen ließen sie zurückweichen. »Wir müssen sie aufhalten«, rief er. »Laila braucht mehr Zeit.« Das Team bildete einen Verteidigungskreis um Laila und wehrte die anrückenden Mumien mit allen verfügbaren Mitteln ab. Professor Mahmoud schwang einen alten Stab, dessen Hieroglyphen schwach leuchteten, als ob sie auf die Bedrohung reagierten. Andere Teammitglieder verwendeten Fackeln, Schaufeln und sogar Fragmente zerbrochener Artefakte, um die Mumien in Schach zu halten. Lailas Gesang wurde noch lauter, ihre Stimme ein mächtiges Leuchtfeuer inmitten des Chaos. Das Ankh von Maat pulsierte vor Energie, sein Licht wurde mit jedem Augenblick heller. Die Mumien schrien vor Schmerz, ihre Gestalten flackerten, als die Kraft des Rituals zu wirken begann. Eine der Mumien, größer und imposanter als die anderen, durchbrach die Verteidigungslinie. Sie griff mit einer Geschwindigkeit nach Jonathan, die ihr uraltes Aussehen Lügen strafte. Jonathan wich aus und schwang seine Fackel mit aller Kraft. Die Flammen erfassten die Umhüllungen der Mumie, und sie ging in Flammen auf, krümmte sich vor Schmerzen, bevor sie zu einem swelenden Haufen zusammenbrach. »Wir sind fast da«, rief Laila, ihre Stimme war erfüllt von einer Mischung aus Verzweiflung und Hoffnung. »Nur noch ein bisschen.« Die Mumien waren unerbittlich, ihre Angriffe wurden immer wilder, je näher das Ritual seinem Höhepunkt kam. Das Team kämpfte tapfer, aber die Anstrengung machte sich bemerkbar. Schnitte und Prellungen entstellten ihre Haut und ihre Bewegungen wurden vor Erschöpfung immer langsamer. Mit einem letzten triumphalen Schrei beendete Laila schließlich den Zauberspruch. Das Ankh von Maat erstrahlte in einem blendenden Licht und eine Energiestoßwelle brach aus ihm hervor, die durch die Halle fegte.
Die Mumien wurden zurückgeworfen und ihre Körper fielen zu leblosen Haufen zusammen, als das Licht über sie hinwegflutete. Das Heulen verstummte und wurde durch tiefes Schweigen ersetzt. Die erdrückende Last des Fluches ließ nach und die Luft wurde wärmer. Das Team stand in fassungslosem Schweigen da und atmete stoßweise. Es ist vorbei, flüsterte Layla und ließ das Ankh von Maat sinken. Sie schwankte und Jonathan eilte herbei, um sie zu stützen. Du hast es geschafft, sagte er mit Ehrfurcht und Erleichterung in seiner Stimme. Du hast den Fluch gebrochen. Layla nickte schwach, ihre Kraft war fast erschöpft. Die Geister haben jetzt Frieden gefunden. Sie können endlich ruhen. Das Team versammelte sich um sie herum, ihre Gesichter zeigten eine Mischung aus Erleichterung und Unglauben. Sie hatten sich dem Unvorstellbaren gestellt und waren siegreich daraus hervorgegangen. Die Mumien lagen still, ihre Bedrohung war endlich gebannt. Als das erste Licht der Morgendämmerung durch die Fenster der Ausstellungshalle fiel, machte sich das Team auf den Weg nach draußen. Ihre Schritte waren schwer vor Erschöpfung, doch ihre Herzen waren leicht angesichts der Gewissheit, dass sie es geschafft hatten. Der Fluch Tutanchamuns war gebrochen und die Seelen seiner Familie waren frei. Jonathan blickte zurück zum Museum, dessen Fassade nun im warmen Schein der aufgehenden Sonne lag. Es war ein neuer Tag, ein neuer Anfang, und das Erbe der alten Pharaonen würde weiterhin inspirieren und Ehrfurcht erwecken, aber nicht länger spuken. Die Tortur hatte eine Verbindung zwischen ihnen geschmiedet, eine Verbindung aus geteiltem Schrecken und Triumph. Sie hatten sich der Dunkelheit der Vergangenheit gestellt und waren mit ungebrochenem Geist ins Licht zurückgekehrt. Gemeinsam würden sie die Geheimnisse der Geschichte weiter erforschen, mit einem neu entdeckten Respekt für die Macht und die Gefahren der antiken Welt. Kapitel 6 – Die Flucht und die letzte Konfrontation, Teil 3 – Opfer und Triumph. Obwohl es im Grand Egyptian Museum jetzt still war, schien es, als würde es den Atem anhalten, während es auf die letzten Momente des Kampfes wartete. Das Team stand angeschlagen und erschöpft inmitten der gefallenen Mumien, ihre Körper und Geister waren bis an ihre Grenzen getrieben. Der Kampf war lang und mühsam gewesen, und obwohl es ihnen gelungen war, die verfluchten Mumien vorübergehend zu bezwingen, war die bösartige Energie des Fluchs noch immer vorhanden und drohte, die Schrecken, denen sie gerade ausgesetzt waren, wieder aufleben zu lassen. Dr. Jonathan Rivers, Layla Hassan, Professor Mahmoud und die anderen versammelten sich um die zentrale Ausstellung, in der die Mumien von Tutanchamuns Familie lagen. Die Luft war erfüllt von einem Gefühl der bevorstehenden Endgültigkeit. Das Ankh von Maat glühte noch schwach in Laylas Händen, aber seine Macht schwand und sie alle wussten, dass eine dauerhaftere Lösung nötig war, um sicherzustellen, dass der Fluch wirklich gebrochen wurde. Wir müssen den Fluch ein für allemal versiegeln, sagte Jonathan mit fester Stimme trotz der Erschöpfung, die ihm ins Gesicht geschrieben stand. Das Ritual allein wird nicht ausreichen. Wir müssen sicherstellen, dass die Geister ewigen Frieden finden. Professor Mahmoud nickte zustimmend, sein Gesicht war blass, aber entschlossen. Es gibt einen alten Text, der von einem letzten Opfer spricht, das die Geister an das Leben nach dem Tod bindet und ihre Rückkehr verhindert. Es ist gefährlich, aber es könnte unsere einzige Hoffnung sein. Layla blickte auf, ihre Augen spiegelten eine Mischung aus Entschlossenheit und Angst wider. Was bedeutet das? Fragte sie leise. Der Text spricht von einem Leben, das freiwillig gegeben wird, um die Kluft zwischen den Lebenden und den Toten zu überbrücken, erklärte Mahmoud. Ein Opfer, das die Energie der Lebenden kanalisiert, um die Geister zu ihrer Ruhe zu führen. Eine schwere Stille breitete sich in der Gruppe aus, als ihnen die Bedeutung seiner Worte bewusst wurde. Sie waren so weit gekommen, hatten so hart gekämpft und jetzt musste einer von ihnen das ultimative Opfer bringen, um ihren Sieg zu sichern. Ich werde es tun, sagte Layla mit fester Stimme, obwohl ihre Hände zitterten. Ich bin seit Anbeginn mit diesem Fluch verbunden. Es ist nur angemessen, dass ich ihn bis zum Ende durchziehe. Nein, sagte Jonathan fest und trat vor. Ich sollte es sein. Ich bin der Anführer dieses Teams. Das ist meine Verantwortung. Jonathan, sagte Layla leise, es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Zu Hause wartet eine Familie auf dich. Lass mich das machen. Ich habe mein Leben dem Studium dieser alten Texte gewidmet. Ich kenne die Risiken und bin bereit, mich ihnen zu stellen. Das Team schaute zu, und auf ihren Gesichtern war eine Mischung aus Trauer und Bewunderung für Laylas Tapferkeit zu sehen. Jonathan rang mit der Entscheidung, und der Gedanke,
einen geschätzten Kollegen und Freund zu verlieren, war ihm im Herzen schwer. »Sind Sie sicher?« fragte er schließlich, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Laila nickte mit einem kleinen, traurigen Lächeln auf den Lippen. »Ja, das ist meine Entscheidung. So kann ich etwas bewirken.« Professor Mahmoud trat vor, seine Augen glänzten von unvergossenen Tränen. »Danke, Laila. Dein Opfer wird nicht vergebens sein. Wir werden dafür sorgen, dass der Fluch aufgehoben wird und die Geister Frieden finden.« Laila holte tief Luft und stellte sich in die Mitte der Ausstellung. Das Ankh von Maat hielt sie fest in der Hand. Der Rest des Teams bildete einen Kreis um sie und legte ihre Hände in Solidarität zusammen. Professor Mahmoud begann zu singen, und in seiner Stimme hallte die uralte Kraft der Worte wieder. Laila schloss die Augen und konzentrierte sich auf die Energie des Ankhs. Sie spürte, wie sich seine Wärme durch ihren Körper ausbreitete. Sie begann ebenfalls zu singen, und ihre Stimme verschmolz mit der von Mahmoud zu einer harmonischen Symphonie, die den Saal erfüllte. Während das Ritual fortschritt, hüllte ein sanftes, ätherisches Licht Laila ein, das mit jedem Augenblick heller wurde. Die Luft knisterte vor Energie und der Raum schien zu schimmern, als die Grenzen zwischen Lebenden und Toten zu verschwimmen begannen. Lailas Stimme wurde kräftiger und selbstbewusster, als sie ihre Lebenskraft in das Ankh-Symbol strömen ließ. Die Mumien begannen sich erneut zu rühren, doch diesmal waren ihre Bewegungen nicht heftig. Stattdessen schienen sie vom Licht angezogen zu werden, und ihre Gestalten lösten sich in schimmernde Partikel auf, die um Laila herumwirbelten. Die Energie im Raum wurde stärker und das Team konnte spüren, wie die Kraft des Fluches in das Ankh eindrang. Lailas Körper begann in einem überirdischen Licht zu leuchten, ihre Gestalt wurde durchscheinend, als die Energie sie verzehrte. Mit einem letzten, kraftvollen Gesang setzte Laila die Energie des Ankh frei und schickte eine Schockwelle durch die Halle. Die Gestalten der Mumien lösten sich vollständig auf, ihre Seelen wurden dem Griff des Fluchs entzogen. Das Licht, das Laila umhüllte, wurde blendend hell und löste sich mit einem letzten, strahlenden Ausbruch auf und hinterließ eine unheimliche Stille. Das Team stand sprachlos da, ihre Herzen schwer vom Verlust ihres Freundes und Kollegen. Die erdrückende Last des Fluchs war verschwunden und durch ein tiefes Gefühl des Friedens ersetzt worden. Die Luft war warm und still, im Museum kehrte die gewohnte Stille zurück. Jonathan trat vor, sein Blick war auf die Stelle gerichtet, an der Laila gestanden hatte. »Sie hat es getan«, flüsterte er, und in seiner Stimme klang eine Mischung aus Ehrfurcht und Trauer. »Sie hat uns alle gerettet.« Professor Mahmoud legte eine Hand auf Jonathans Schulter, sein Gesichtsausdruck war ernst. »Ihr Opfer wird in Erinnerung bleiben. Sie hat dafür gesorgt, dass die Seelen von Tutanchamuns Familie ewigen Frieden finden werden.« Das Team verließ langsam die Ausstellungshalle, ihre Schritte waren schwer vor Erschöpfung und Trauer. Als sie das Museum verließen, brach das erste Licht der Morgendämmerung über den Horizont und warf einen warmen Schimmer auf die alten Steine. Jonathan blickte zurück zum Museum, sein Herz war erfüllt von einer Mischung aus Trauer und Dankbarkeit. Lailas Opfer war nicht vergebens gewesen. Der Fluch war gebrochen und die Geister waren frei. Sie hatten gesiegt, aber zu einem hohen Preis. Das Team versammelte sich draußen, die aufgehende Sonne warf lange Schatten hinter sie. Sie hatten unvorstellbare Schrecken erlebt und waren siegreich daraus hervorgegangen. Ihre Verbundenheit war in der Feuerprobe ihrer gemeinsamen Tortur geschmiedet worden. Sie würden die Erinnerung an Lailas Opfer mit sich tragen, eine Erinnerung an die Macht von Mut und Selbstlosigkeit. Als sie im Morgenlicht standen, wusste Jonathan, dass ihre Arbeit noch lange nicht vorbei war. Es gab noch immer Geheimnisse zu lüften, Geschichten zu erforschen und uralte Flüche zu respektieren. Aber für jetzt hatten sie sich einen Moment des Friedens verdient, einen Moment, um sich an den Freund zu erinnern, den sie verloren hatten, und an den Sieg, den sie errungen hatten. Gemeinsam würden sie das Erbe der Vergangenheit weiterführen und die Lektionen, die sie gelernt hatten, weitergeben. Und sie würden nie das Opfer vergessen, das ihren Triumph möglich gemacht hatte. Kapitel 7 – Lösung und Folgen, Teil 1 – Wiedervereinigung und Frieden. Die Morgensonne schien hell über Kairo und tauchte die geschäftige Stadt in einen goldenen Farbton. Das Grand Egyptian Museum war ein Denkmal für die reiche Geschichte des Landes, aber heute war es auch ein Zeugnis für den Mut und die Opfer derjenigen, die sich dem alten Fluch gestellt hatten, der es heimgesucht hatte.
Die Luft war erfüllt von einem Gefühl der Ruhe und Endgültigkeit, als sich das Team aus Archäologen und Forschern für den letzten Akt ihrer Reise versammelte. Dr. Jonathan Rivers, der nun die Last ihres Sieges und ihrer Niederlage zu tragen hatte, führte den Weg durch die großen Hallen des Museums. Die Tutanchamun und seiner Familie gewidmete Ausstellung war sorgfältig restauriert worden, wobei jedes Artefakt sorgfältig platziert worden war, um das Erbe des Pharaos zu ehren. Die Mumien von Tutanchamun, Anch'Esen-Amun und ihren beiden Kindern lagen in ihren jeweiligen Sarkophagen und fanden endlich ihre Ruhe. Als Jonathan sich der Ausstellung näherte, hielt er inne und dachte einen Moment über die Reise nach, die sie hierher gebracht hatte. Der Kampf gegen den Fluch war grauenhaft gewesen, voller Momente des Schreckens und der Verzweiflung. Aber am Ende hatten sie gesiegt und die Geister der alten Familie fanden nun Frieden. Professor Mahmoud gesellte sich zu Jonathan, sein Gesichtsausdruck war von stiller Nachdenklichkeit geprägt. Es ist vorbei, sagte er leise. Der Fluch ist aufgehoben und die Geister haben ihre Ruhe gefunden. Jonathan nickte und blickte auf die heiteren Gesichter der Mumien. Danke an Laila, antwortete er mit trauriger Stimme. Sie hat das ultimative Opfer gebracht, um diesen Frieden zu sichern. Die Erinnerung an Lailas letzte Augenblicke lastete noch immer schwer auf dem Team. Ihr Mut und ihre Selbstlosigkeit waren der Schlüssel zum Brechen des Fluchs gewesen, und ihr Verlust war eine Wunde, deren Heilung Zeit brauchen würde. Aber als sie vor den alten Überresten standen, wussten sie, dass ihr Opfer nicht umsonst gewesen war. Der Rest des Teams schloss sich ihnen an und bildete einen Kreis um die Ausstellung. Jedes Mitglied trug die Narben seiner Tortur, sowohl körperlich als auch seelisch, aber sie waren in ihrem gemeinsamen Ziel vereint. Gemeinsam hatten sie sich der Dunkelheit der Vergangenheit gestellt und waren siegreich daraus hervorgegangen. Professor Mahmoud begann mit fester, ehrfürchtiger Stimme ein Gebet zu sprechen. Es war ein Gebet für die Toten, eine Bitte an ihre Seelen, im Jenseits Frieden zu finden. Das Team senkte die Köpfe, ihre Herzen erfüllten sich mit einer Mischung aus Trauer und Dankbarkeit. Als das Gebet endete, breitete sich tiefe Stille im Raum aus. Eine Stille voller Respekt für die alten Geister und für Laila, deren Opfer diesen Moment möglich gemacht hatte. Die Luft schien leichter, als wäre die Atmosphäre selbst von der anhaltenden Bösartigkeit des Fluches gereinigt worden. Jonathan trat vor und stellte eine kleine, kunstvoll geschnitzte Statue von Maat, der Göttin der Wahrheit und des Gleichgewichts, am Fuße von Tutanchamuns Sarkophag auf. Sie war ein Symbol des Gleichgewichts, das sie wiederhergestellt hatten, eine Hommage an die alte Weisheit, die sie geleitet hatte. Mögen sie im Jenseits Frieden finden, sagte Jonathan leise und wandte sich an den Pharao und seine Familie. Ihr Vermächtnis wird geehrt und ihre Geschichte wird in Erinnerung bleiben. Das Team stand in stiller Besinnung, jeder in seine Gedanken versunken. Sie waren dem Übernatürlichen, der Last der Geschichte und der Macht uralter Flüche von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden. Und durch all das hatten sie die Stärke ihrer eigenen Entschlossenheit und die unzerbrechlichen Bande ihrer Freundschaft entdeckt. Als sie sich umdrehten, um die Ausstellung zu verlassen, überkam sie ein Gefühl des Abschlusses. Das Museum, einst ein Ort der Spukerei und des Schreckens, war nun ein Heiligtum der Geschichte und der Erinnerung. Die Geister der Familie Tutanchamuns waren wieder vereint und ihre Seelen konnten nun in Frieden ruhen. Draußen herrschte in Kairo reges Treiben, die alltäglichen Geräusche von Handel und Unterhaltung bildeten einen starken Kontrast zur Stille des Museums. Das Team trat ins Sonnenlicht und blinzelte gegen die Helligkeit an. Sie hatten eine Tortur durchgemacht, die sich nur wenige vorstellen konnten, und doch waren sie gestärkt und geeinter daraus hervorgegangen. Professor Mahmoud legte eine Hand auf Jonathans Schulter, eine Geste der Kameradschaft und des gegenseitigen Respekts. Wir haben es geschafft, sagte er schlicht. Jonathan nickte und ein kleines Lächeln umspielte seine Lippen. Ja, das haben wir. Und jetzt machen wir weiter, ehren die Vergangenheit und schützen ihr Erbe. Auf ihrem Weg durch die Stadt verspürte jedes Teammitglied ein Gefühl der Erneuerung. Sie hatten sich der Dunkelheit gestellt und waren ins Licht gekommen. Ihr Sieg und das Wissen, dass sie etwas bewirkt hatten, gaben ihnen neuen Mut. Für Jonathan war die Reise von tiefgreifender Bedeutung gewesen. Angefangen hatte er als Leiter einer archäologischen Expedition, getrieben von Neugier und dem Wunsch, die Vergangenheit zu erforschen. Doch er entwickelte sich zu einem Hüter der Geschichte, dem das empfindliche Gleichgewicht zwischen Entdeckung und Respekt für die antike Welt bewusst war.
Lailas Opfer würde immer ein Teil ihrer Geschichte sein, eine Erinnerung an den Mut und die Hingabe, die erforderlich sind, um sich dem Unbekannten zu stellen. Ihr Vermächtnis würde in der Arbeit, die sie fortsetzten, in den Geschichten, die sie erzählten, und in den Herzen derer weiterleben, die sich an sie erinnerten. Als sich das Team auflöste und sich jeder auf den Weg zu seinem nächsten Ziel machte, spürte Jonathan, wie sich in ihm ein Gefühl der Zielstrebigkeit breit machte. Es gab noch immer Geheimnisse zu lüften, noch immer Geschichten zu erforschen. Aber jetzt wusste er, dass sie sich allen Herausforderungen stellen konnten, die vor ihnen lagen, bewaffnet mit dem Wissen, dass sie die größten Widrigkeiten bereits überwunden hatten. Das Grand Egyptian Museum war ein Leuchtturm der Geschichte und des Kulturerbes, ein Zeugnis des beständigen Vermächtnisses von Tutanchamun und seiner Familie. Und in seinen Mauern konnten die Geister der Vergangenheit endlich zur Ruhe kommen, ihre Geschichte erzählt, ihr Fluch aufgehoben und ihr Frieden gesichert werden. Die Sonne stand höher am Himmel und warf ihr warmes Licht auf die Stadt. Und während das Team seiner Zukunft entgegenging, trug es die Lehren aus der Vergangenheit, die Stärke seiner Einheit und die anhaltende Hoffnung für die bevorstehenden Reisen mit sich. Kapitel 7 – Lösung und Folgen, Teil 2 – Vermächtnis und Reflexion. Im Grand Egyptian Museum herrschte ein neuer Sinn für Zielstrebigkeit und Energie. In den Hallen, die einst von einem bedrückenden Gefühl der Furcht erfüllt waren, herrschte nun ein lebendiges Gedränge von Besuchern, Wissenschaftlern und Studenten, die begierig darauf waren, mehr über die reiche Vielfalt der ägyptischen Geschichte zu erfahren. Der Fluch, der einst über dem Museum gelastet hatte, war aufgehoben und an seine Stelle trat ein tiefer Respekt für die alten Geister und die Opfer, die zu ihrer Ehre erbracht wurden. Dr. Jonathan Rivers stand am Eingang des neu eröffneten Flügels des Museums und beobachtete, wie eine Gruppe von Studenten die Artefakte aus Tutanchamuns Grab bewunderte. Die Ausstellung war sorgfältig kuratiert worden, nicht nur um die Pracht der Schätze zu zeigen, sondern auch um die Geschichte des jungen Pharaos, seiner geliebten Königin Anch-Esen-Amun und ihrer Kinder zu erzählen. Es war eine Geschichte von Liebe, Tragödie und dem beständigen Erbe einer Familie, deren Bande Zeit und Tod überdauerten. Während er die Besucher beobachtete, musste Jonathan unweigerlich über die Reise nachdenken, die sie zu diesem Moment geführt hatte. Der Kampf gegen den alten Fluch war erschütternd gewesen, aber auch transformierend. Er hatte die Art und Weise verändert, wie sie ihre Arbeit betrachteten, und sie mit einem tieferen Gefühl von Ehrfurcht und Verantwortung erfüllt. Professor Mahmoud kam mit nachdenklichem Gesichtsausdruck näher. Es ist bemerkenswert, nicht wahr, das Museum wieder so voller Leben zu sehen. Jonathan nickte. Es ist ein Beweis für das, was wir erreicht haben. Wir haben nicht nur die Geschichte bewahrt, sondern auch die Geister geehrt, die sie bewachen. Mahmoud lächelte und sorgte dafür, dass Lailas Opfer nicht umsonst war. Lailas Erinnerung war allgegenwärtig, eine Erinnerung an den Mut und die Selbstlosigkeit, die den Fluch gebrochen hatten. Ihr Erbe lebte im Museum weiter, nicht nur in den Ausstellungsstücken, sondern auch in den Herzen derer, die sie gekannt hatten. Das Team hatte in ihrem Namen ein Stipendium eingerichtet, das junge Archäologen unterstützen sollte, die ihre Leidenschaft und Hingabe teilten. Das Museum hatte außerdem eine Reihe von Bildungsprogrammen ins Leben gerufen, die den Besuchern die Bedeutung des Respekts gegenüber alten Kulturen vermitteln sollten. Workshops, Vorträge und interaktive Präsentationen sollten ein tieferes Verständnis für die reiche Geschichte Ägyptens und die Notwendigkeit des Schutzes seines Erbes fördern. Als Jonathan und Mahmoud durch die Ausstellung gingen, gesellten sich mehrere Mitglieder ihres Teams zu ihnen. Jeder von ihnen hatte seine eigenen Gedanken zu der Reise und den daraus gezogenen Lehren. Für sie war das Museum mehr als nur ein Arbeitsplatz. Es war ein Symbol ihrer gemeinsamen Erfahrungen und der Verbundenheit, die sie durch Widrigkeiten geschmiedet hatten. Dr. Nadine Carter, die leitende Restauratorin des Teams, blieb vor einer Vitrine mit den Statuen von Tutanchamun und Anch-Esen-Amun stehen. Jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich an die Liebesgeschichte denken, die im Mittelpunkt steht, sagte sie. Es ist eine Geschichte, die über die Jahrhunderte hinweg nachhallt. Jonathan nickte. Und eines, das uns daran erinnert, warum wir tun, was wir tun. Es geht nicht nur darum, die Vergangenheit aufzudecken, sondern darum, die menschlichen Geschichten zu bewahren, die uns alle verbinden. Das Team setzte seinen Spaziergang fort und durchquerte die verschiedenen Bereiche der Ausstellung. Jedes Artefakt, von den vergoldeten Streitwagen bis zum kunstvollen Schmuck,
erzählte einen Teil der Geschichte. Doch es waren die Mumien der königlichen Familie, die nun friedlich wiedervereint sind, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich zogen. Ihre heiteren Ausdrücke schienen ein Gefühl der Dankbarkeit zu vermitteln, als würden sie die Bemühungen anerkennen, ihr Erbe zu ehren. Professor Mahmoud blieb vor der Ausstellung der Mumien stehen und ließ seinen Blick auf den Gesichtern der Kinder ruhen. In gewisser Weise sind sie auch ein Teil unserer Geschichte geworden, sagte er. Ihr Leben, ihr Tod und der Fluch, der sie fesselte. All das ist mit unserer eigenen Reise verflochten. Jonathan stimmte zu. Und diese Geschichte wird weiter erzählt werden und zukünftige Generationen dazu inspirieren, unser gemeinsames Erbe zu respektieren und zu schützen. Als der Tag sich dem Ende zuneigte, versammelte sich das Team im Innenhof des Museums zu einer kleinen Zeremonie. Es war ein Moment, um ihre Leistungen zu würdigen und über den Weg nachzudenken, der vor ihnen lag. Jonathan trat vor, um die Gruppe anzusprechen, und seine Stimme trug der Last ihrer gemeinsamen Erfahrungen. Wir haben unglaubliche Herausforderungen bewältigt und enorme Opfer gebracht, begann er. Aber trotz allem haben wir die Prinzipien unserer Arbeit aufrechterhalten, die Wahrheit aufzudecken, die Vergangenheit zu ehren und das Erbe derer zu schützen, die vor uns kamen. Dieses Museum ist ein Beweis für diese Prinzipien und für die Belastbarkeit und Hingabe unseres Teams. Er blickte in die Gesichter seiner Kollegen, die alle den gemeinsamen Weg widerspiegelten. Wir haben gelernt, dass es in der Geschichte nicht nur um Artefakte und Daten geht. Es geht um die Geschichten, die Menschen und die Verbindungen, die uns verbinden. Lassen Sie uns diese Lektionen in Zukunft mitnehmen und sicherstellen, dass unsere Arbeit weiterhin die reiche Vielfalt der Menschheitsgeschichte würdigt und respektiert. Die Zeremonie endete mit einer Schweigeminute, als Hommage an Laila und alle, die zu ihrer Reise beigetragen hatten. Als die Sonne über Kairo unterging, spürte das Team neue Zielstrebigkeit. Sie hatten sich der Dunkelheit gestellt und waren gestärkt daraus hervorgegangen, ihre Bindungen waren unzertrennlich, ihre Entschlossenheit unerschütterlich. In den darauffolgenden Tagen und Wochen blühte das Museum auf. Besucher aus aller Welt kamen, um die Schätze Tutanchamuns zu sehen, etwas über das Erbe des Pharaos zu erfahren und die unglaubliche Geschichte des Teams zu hören, das einem alten Fluch ausgesetzt war. Die Bildungsprogramme wurden erweitert und förderten eine neue Generation von Archäologen und Historikern, die sich der Bewahrung des ägyptischen Kulturerbes verschrieben. Jonathan setzte seine Arbeit mit einem Gefühl der Erfüllung fort. Er hielt Vorträge, schrieb Aufsätze und betreute junge Wissenschaftler, wobei er immer die Bedeutung von Respekt und Ehrfurcht vor der Vergangenheit betonte. Die Geschichte ihrer Reise wurde zu einem Eckpfeiler seiner Lehren, eine Erinnerung an die Macht der Geschichte und das beständige Erbe derjenigen, die versuchen, ihre Wahrheiten aufzudecken. Auch Professor Mahmoud fand zu einem neuen Lebenssinn. Er arbeitete mit Museen und Universitäten zusammen, teilte ihre Erfahrungen und setzte sich für die Erhaltung des kulturellen Erbes ein. Seine Arbeit führte ihn um die ganze Welt, doch sein Herz blieb bei dem Museum und dem Team, das zu seiner zweiten Familie geworden war. Dr. Nadine Carter und der Rest des Teams setzten ihre Forschungs- und Konservierungsbemühungen fort und blieben sich dabei stets der gewonnenen Erkenntnisse bewusst. Sie entwickelten neue Techniken zur Konservierung von Artefakten und sorgten dafür, dass zukünftige Generationen die Wunder der ägyptischen Vergangenheit erleben konnten. Ihre Arbeit war ein Beweis für ihre Hingabe und das Erbe derer, die vor ihnen gelebt hatten. Im Laufe der Jahre wurde die Geschichte des Fluchs und des Sieges des Teams zu einer Legende. Es war eine Geschichte, die in Klassenzimmern, Museen und am Lagerfeuer erzählt wurde. Eine Geschichte von Tapferkeit, Opferbereitschaft und den unzerbrechlichen Banden der Freundschaft. Es war eine Geschichte, die die Menschen an die Macht der Geschichte erinnerte und daran, wie wichtig es ist, sie für zukünftige Generationen zu bewahren. Das Grand Egyptian Museum war ein Leuchtturm dieses Erbes, ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart zusammentrafen, an dem die Geschichte nicht nur in Erinnerung blieb, sondern auch verehrt wurde. Und in seinen Mauern fanden die Geister von Tutanchamun und seiner Familie ewigen Frieden, ihre Geschichte wurde erzählt, ihr Erbe wurde geehrt. Für Jonathan und sein Team war die Reise transformativ. Sie hatten sich dem Unbekannten gestellt, waren mit uralten Mächten konfrontiert und sind mit einem tieferen Verständnis der Welt und ihres Platzes darin daraus hervorgegangen. Ihre Geschichte war ein Zeugnis für die beständige Kraft der Liebe, die Widerstandskraft des menschlichen Geistes und die Bedeutung, die Vergangenheit zu ehren. Und so florierte das Museum,
während die Sonne über Kairo auf- und unterging, weiter und war ein lebendiges Zeugnis des Vermächtnisses von Tutanchamun und dem Team, das seine Geschichte aufgedeckt hatte. Es war ein Vermächtnis, das Bestand haben würde und zukünftige Generationen dazu inspirieren würde, die Vergangenheit zu erforschen, ihre Geschichten zu ehren und ihre Schätze zu schützen. Epilog. Der Wüstensand Ägyptens, ewig und unveränderlich, flüsterte im grellen, goldenen Licht der Mittagssonne uralte Geheimnisse. Dieser Sand hatte den Aufstieg und Untergang von Imperien miterlebt, war Zeuge der Größe der Pharaonen und verbarg die Mysterien vergangener Zeiten. Zu diesen Geheimnissen gehörte auch die Geschichte von Tutanchamun, einem jungen Pharao, dessen Erbe sich auf wundersame und erschreckende Weise mit der modernen Welt verwoben hatte. Das Grand Egyptian Museum, heute ein Symbol der Widerstandsfähigkeit und Ehrfurcht vor der Geschichte, stand stolz vor dieser zeitlosen Kulisse. Im Inneren wanderten Besucher aus aller Welt durch die Hallen und bestaunten die Relikte einer Zivilisation, die einst an den Ufern des Nils florierte. Die Ausstellung, die Tutanchamun, Anch-Esen-Amun und ihren Kindern gewidmet war, war ein Blickfang und zog diejenigen an, die neugierig auf das Leben des Pharaos und die eindringliche Geschichte des Fluchs waren, der einst das Museum heimgesucht hatte. Dr. Jonathan Rivers, heute eine renommierte Persönlichkeit auf dem Gebiet der Ägyptologie, stand ruhig im Hauptraum der Ausstellung. Die sorgfältig arrangierten Artefakte erzählten nicht nur die Geschichte eines Königs, sondern auch die einer Familie, die durch Liebe und Tragödie verbunden war. Sein Blick blieb auf den heiteren Gesichtern der wiedervereinten Mumien hängen, deren Ausdruck endlich Frieden ausstrahlte. Der Weg zu diesem Moment war beschwerlich, voller Gefahren und Opfer, aber er hatte auch tiefgreifende Veränderungen mit sich gebracht. Neben ihm beobachtete Professor Mahmoud El-Amin dieselbe Szene, und seine Gedanken spiegelten die von Jonathan wider. Sie hatten seit jenen ersten Tagen voller Aufregung und Angst, als sie im Sand gruben, um Tutanchamuns Grab freizulegen, einen langen Weg zurückgelegt. Der Fluch, der einst dunkel und bedrohlich über ihnen gehangen hatte, war aufgehoben worden und hinterließ Lektionen, die über das Akademische hinausgingen. Er hatte sie Respekt, Demut und die Macht der Geschichte gelehrt. Das Museum florierte, seit der Fluch gebrochen war, und wurde zu einem Leuchtturm der Bildung und Erhaltung. Das Stipendium in Lailas Namen hatte bereits zahlreichen jungen Archäologen geholfen, ihrer Leidenschaft nachzugehen, und sorgte dafür, dass ihr Erbe in den Herzen und Köpfen derer weiterlebte, die in ihre Fußstapfen traten. Ihr Mut und ihre Opferbereitschaft wurden nicht nur in Denkmälern gewürdigt, sondern auch in der lebendigen, anhaltenden Arbeit, die die Mission des Museums ausmachte. Eine Gruppe von Schülern versammelte sich um eine der Ausstellungsvitrinen, ihre Gesichter strahlten vor Neugier und Staunen. Jonathan lächelte, als er ihrem Führer zuhörte, der die Geschichte von Tutanchamuns Liebe zu Anch-Esen-Amun und dem tragischen Schicksal ihrer Kinder erzählte. Es war eine Geschichte, die tief nachhallte, eine Erinnerung an die menschlichen Verbindungen, die Jahrtausende überdauerten. Im weiteren Verlauf der Führung wandte sich Jonathan an Mahmoud. Es ist unglaublich, nicht wahr? Zu sehen, wie diese Geschichten noch immer fesseln und inspirieren. Mahmoud nickte. Es erinnert uns daran, warum wir diese Arbeit machen. Es geht nicht nur um die Artefakte, es geht um die Leben, die sie repräsentieren, und die Lektionen, die sie uns lehren. Sie gingen durch die Galerie und kamen an Ausstellungen vorbei, die die umfangreichen Forschungs- und Konservierungsbemühungen zeigten, die in die Erhaltung dieser Schätze geflossen waren. Der Fluch war ein Katalysator für einen Großteil dieser Arbeit gewesen und hatte sie dazu gebracht, auf eine Art und Weise zu innovieren und zusammenzuarbeiten, wie sie es noch nie zuvor getan hatten. Er hatte sie als Team näher zusammengebracht und Bindungen geschmiedet, die ein Leben lang halten würden. In einer ruhigen Ecke des Museums wurde eine neue Ausstellung vorbereitet. Sie war den modernen Helden gewidmet, die sich dem Fluch gestellt und gesiegt hatten. Fotos des Teams, darunter Laila, wurden neben Artefakten ihrer Reise ausgestellt. Es war eine ergreifende Erinnerung an den menschlichen Preis ihrer Entdeckungen und an den Mut, der sie durch die dunkelsten Zeiten gebracht hatte. Als die Sonne unterging und einen warmen Schein über die Stadt warf, fanden sich Jonathan und Mahmoud auf der Terrasse des Museums wieder. Der Blick auf Kairo mit den Pyramiden in der Ferne war atemberaubend. Es war eine Stadt der Kontraste, in der Antike und Moderne in einem dynamischen Geflecht koexistierten. Wir haben hier etwas Außergewöhnliches geleistet, sagte Jonathan leise.
Wir haben die Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart überbrückt und dafür gesorgt, dass die Geschichten derer, die vor uns kamen, in Erinnerung bleiben und gewürdigt werden. Mahmud lächelte. Und wir haben gezeigt, dass die Geschichte nicht nur eine Aneinanderreihung von Daten und Ereignissen ist, sondern eine Ansammlung menschlicher Erfahrungen, die unsere Welt weiterhin prägen. Der Epilog ihrer Reise war kein Ende, sondern ein Anfang. Er markierte den Beginn eines neuen Kapitels, in dem die Lehren der Vergangenheit ihre zukünftigen Bemühungen leiteten. Das Museum sollte weiterhin ein Ort des Lernens, der Entdeckung und der Ehrfurcht sein, ein Zeugnis der anhaltenden Macht der Geschichte. Als die Nacht hereinbrach, beleuchteten die Lichter des Museums die Statuen und Artefakte und warfen lange Schatten, die in der Stille zu tanzen schienen. Die Geister von Tutanchamun, Anch'Esen-Amun und ihren Kindern ruhten in Frieden, ihre Geschichte war erzählt und ihr Vermächtnis gesichert. Für Jonathan, Mahmud und ihr Team würde die Arbeit weitergehen, angetrieben von derselben Leidenschaft und demselben Respekt, die sie durch ihre größten Herausforderungen geführt hatten. In der Stille des Abends blickte Jonathan über die Stadt und flüsterte den Geistern, die sie ehren und verstehen wollten, ein stummes Versprechen zu. Ihre Reise war eine Reise der Entdeckung und Transformation gewesen und sie würde auch künftige Generationen inspirieren und erleuchten, die durch die Hallen des Grand Egyptian Museum gingen. Das Ende. Vielen Dank, dass Sie unseren Podcast eingeschaltet haben. Wenn Ihnen unsere Erkundung von Geistern, Fabelwesen und urbanen Legenden gefallen hat, teilen Sie sie bitte mit Ihren Freunden. Vergessen Sie nicht, sich für weitere spannende Episoden anzumelden. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Zuhörer.